So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream meinerseits an diesem Dienstagabend. Leute, erstmal frohes Neues natürlich auch von mir. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Der letzte Stream war ja noch am 31. gewesen. Und jetzt sind wir hier im neuen Jahr angekommen und auch mit einem neuen Flugzeug jetzt hier. Wir haben hier den iniBuilds oder, ich glaube, nee, Quatsch, iniBuilds, glaube ich, so nennen die sich. A300, ja, den haben wir hier jetzt vor uns. Wir stehen hier in East Midlands, also ein Flughafen, der durchaus für Cargo bekannt ist. Und ich meine, da hinten sieht man ganz gut, dass hier auch ordentlich Cargo unterwegs ist. Ganz viel Company Traffic hier. Es ist zwar ein A330 im Model Matching, aber die sind auch als, oder? Doch, das ist noch ein 330, das kannst du mir noch nicht erzählen. Aber es ist eigentlich dann noch ein A300, wenn man auf VATSIM schaut, stellt man fest, das ist A300, was die da fliegen, mit was sie sich da connected haben. Warum das Model Matching hier das Ganze falsch anzeigt, weiß ich aber leider nicht. Aber na gut, ist halt so. Wir können es aber trotzdem akzeptieren, wir können damit leben, ist jetzt nicht so dramatisch. Wir stehen hier wie gesagt in East Midlands und wir fliegen den Flug hier von Nottingham nach Leipzig. Es ist zwar eine 757 jetzt eigentlich gewesen, aber ich dachte mir, ich habe Bock auf die beiden Flughäfen. Und ich meine, A300 wäre auch realistisch für diese Strecke. Deswegen dachte ich mir, ja, dann fliege ich die aber halt mit dem A300. Wir sind dann POSTMAN 109er nachher auf VATSIM. Unser Kurs sein, das ist unser Flugplan. Da werden wir gleich reinschauen, aber vorher würde ich sagen, machen wir mal hier ein Power-Up. Denn der Flieger ist komplett cold and dark, wie man hier, denke ich, ganz gut erkennt. Die Armlehnen, genau, die kann ich immer hoch machen, die brauchen wir jetzt nicht. ATC haben wir auch noch. Ich muss nur noch mal schauen, welchen ganz genau wir da nehmen. Ich denke aber mal, dass es hier der hier sein wird. 120025. Ansonsten kann man dann hier auf... Ne, warte mal, Feedback. Check Top-Down and Coverage at... Genau das hier. Da werde ich gleich mal reinschauen. Departure Call auf 120025. Genau, dann machen wir das. Dann kann ich die schon mal sonst in den Standby gleich setzen. Aber vorher machen wir erstmal hier die Batteries an. 1, 2 und 3. Jetzt kann ich auch den Sound wieder ein bisschen hochdrehen, weil das doch ziemlich laut da draußen war. Dann checken wir, dass die Electric Hydraulic Pumps aus sind, dass die Wipers aus sind, dass Landing Gear Lever down ist, dass der Flap Lever up ist und die Indications matchen. Und dann können wir hier auch gleich was war das? 120025, glaube ich, oder? Auch gleich direkt mal den Standby packe. 120025 in der Tat. Weather Radar ist off. Engine Fuel Control, bzw. Fuel Cutoff, wie auch immer Airbus die nennt, keine Ahnung, sind aus. Und dann können wir ruhig die External Power jetzt dazu schalten. Und der Flieger fährt hoch. So, genau. Dann kommt jetzt hier alles langsam online. Wir können den Standby Horizon hier mal aufstellen. So. No Smoking auf Auto, Nav und Strobe Light. Also Nav kann ruhig auf die 2 gehen. Wir haben ein gerades Datum und Strobe Lights auf Auto. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal durch, beziehungsweise bevor wir das machen, werde ich erstmal die ganzen Fluids checken. Hydraulic Fluids haben wir sufficient. Dann geht es hier weiter mit Oil. Oil ist voll, das ist wunderbar, weil das Flugzeug nämlich tatsächlich auch bei jedem Triebwerksstart nämlich ein bisschen Öl reinzieht. Und deswegen setzt man hier den Bug dann dahin, wo der Ölstand vor dem Motorstart praktisch war, damit man das auch im Flug nachvollziehen kann, wie viel Öl man denn tatsächlich dabei hat, weil wie gesagt, wenn dann die Motoren laufen, dann wird ein bisschen Öl dann ins System gezogen, weshalb dann die Indication hier runter geht.
Den Ölstand überprüfen wir ebenfalls von der APU. Den Gauge finden wir hier hinten. Oder das Gauge vielmehr. Die Anzeige. Ja, wir können ja Deutsch reden. Die Anzeige finden wir hier hinten. Oil ist full, das ist wunderbar. Wir haben hier APU Events Counter. 3-mal habe ich die APU bisher gestartet. Und Operating Hours, ja nicht mal eine Stunde jetzt, lief die APU von diesem Flugzeug. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Overhead und danach gehen wir mal raus, denn wir müssen tatsächlich auch rausgehen. Warum? Kann ich euch gleich erklären, kann ich euch gleich zeigen. Also das ist alles soweit wunderbar. Die Low Pressure Server, bla bla, sieht alles normal aus. Hier die Computer natürlich, wie man sie vom 320 auch kennt. Flight Recorder, Ground Control können wir hier auch mal anmachen. Und dann können wir hier Nav bei den 3 IRSs hier einmal auswählen und dann startet das Alignment. Oh mein Gott, so, sorry. Die Lämpchen haben wir gerade schon gesetzt. NTS bleibt aus. ATS, Yaw Dämper, Pitch Trim geht an. Das geht aber, okay genau, das geht wieder aus. Weil nämlich das Pitch Trim System erst angeschaltet werden kann eigentlich, sobald die IRSs aligned sind. Und ja, sind sie nicht, deswegen sind sie wieder ausgesprungen. Das ist ganz normal. External Power ist wie gesagt drauf. Die Batterien laufen. Keine weißen Lämpchen hier zu sehen. Dann können wir hier mal Script-Test machen und dann einmal Fire-Test, Loop A, Fault, die Tür haben wir da noch, Fire-Handle und Loop B ebenfalls Fault, wunderbar, das passt wunderbar. Und dann können wir aber auch schon mal ruhig Refueler holen, oder? Refueling Service requested. Fuel, wie gesagt, können wir gleich ruhig besprechen. Dann gehen wir hier weiter. Wipers sind wie gesagt aus. APU kann ausbleiben. Ignition noch aus. Die Fuel Pumps können auch noch ausbleiben. Der Refueler war ja noch nicht da. Dann können wir hier APU einmal Script-Test machen und auch hier einmal den Loop-Test. Loop A Fault. APU Fire. Loop B Fault. Und wieder aus. Wunderbar. Das können wir eigentlich clearen da unten. Und ja, hier haben wir nochmal Landing Gear. Dann haben wir hier noch ein paar Radios. Die HF Radios, die sind aber nicht gemodelt leider. Aber auf VATSIM braucht man die sowieso nicht, von daher ist das eigentlich egal. Cockpit Door. Irgendwelche Vents hier, Equipment Cooling. Blower, Extract. Und noch irgendein Valve, keine Ahnung, ist eigentlich egal. Ground Cool könnte man theoretisch anmachen, brauchen wir jetzt aber nicht. Dann können wir hier ebenfalls von dem zweiten Motor einmal Fire-Test machen. Loop A Fault. Engine 2 Fire. Ach nö, verdammt. Warum hat er das so ein Reload Simbrief? The loaded flight plan does match the one in Simbrief. Warum ist das so? Haben wir doch hier. Jetzt haben wir ihn. Jetzt passt es auch mit dem Fuel, denke ich. Oder ist er wieder weg? Ne, er ist wieder weg. Jetzt taucht er wieder ab. Das kann doch nicht sein. Aber haben wir den Fuel geladen eigentlich? Wir haben 19,6 Tonnen. Passt das? Nö, das haben wir sogar mehr, als wir eigentlich bräuchten. Aber es ist eigentlich egal. Können wir trotzdem drin lassen. Die 19,6 Tonnen können wir trotzdem drin lassen. Na gut, okay, alles klar. Oh, wir haben unsere Clearance tatsächlich schon erhalten jetzt gerade hier. PDC praktisch über VATSIM, über den vPilot-Client. Ja, das ist doch wunderbar. No reback required. Contact 120-025 when fully ready to push and start with stand number, ATIS info, and aircraft type and current QNH. ATIS ist nicht online, das heißt, das können wir schon mal streichen, aber ansonsten den Rest können wir uns dann ja nachschauen und Rumble 27 wissen wir ja auch. Maxle, moin. Smoke Detection ist leider auch nicht gemodelt, aber ist eigentlich auch nicht so schlimm. Dann können wir hier aber schon mal Probe Heat und Window Heat anmachen. Cabin Pressure. Also doch A300. Ja. Ich glaube, ich habe was anderes erzählt, oder? Aber ich habe nochmal ein Video geschaut und
das, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, welches Video ich geschaut habe, von irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem Streamer oder so, A300, und dann war ich überzeugt, komm, hole ich mir. Ich hatte sowieso noch Geld auf PayPal, ein bisschen übrig. Und dann habe ich mir den A300 hier gezogen. Ist eigentlich echt ein ganz cooles Flugzeug. Habe bisher einen Flug durchgeführt. Schneller Flug von Frankfurt nach Leipzig, um mich einmal kurz vertraut zu machen. Und es ist eigentlich, also man kommt zurecht in den Flieger, ja. Es ist jetzt nicht komplett was Neues. So, dann haben wir hier, genau, Diff Pressure Zero, macht Sinn. Und Altitude, das matcht dann natürlich auch ungefähr der Field Elevation hier gerade. Die Outflow Valves sind komplett offen. Emergency Lämpchen, sonst ein AP-Bleed kann ausbleiben. Und der Rest haut eigentlich soweit hin. Packs natürlich noch Fault, weil wir weder AP-Bleed noch Engine Bleeds haben. Ja, ansonsten passt das erstmal. Hier oben Oxygen. Das wäre off. Nö, das lassen wir natürlich an. Das ist noch within the green, also alles wunderbar. Ja, ich habe in der Tat gesagt, dass ich eigentlich keine Zeit hätte, den zu lernen. Aber es ist wirklich nicht schwer tatsächlich. Also, ich dachte, es wäre komplizierter, dieses Flugzeug. Es gibt zwar noch ein, zwei Dinge, wo ich noch nicht ganz durchsteige, aber im Großen und Ganzen komme ich mit dem Flieger bisher wunderbar klar. Deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden. So, dann hätten wir das alles schon mal da oben. Das ist Standby 2000. Weiterhin, die Frequenzen passen soweit erstmal. Weather Radar ist off hier unten, genau, alles klar, wunderbar. Airline IRS, unbedingt. Von Nottingham, East Midlands, EGNX nach Leipzig geht es einmal. Return und dann einmal Airline bitte. Dann dürften die auch schon gleich da sein, wenn wir hier mal schauen. Heading Status. Ja, wobei, ne, 8 Minuten noch. 7 Minuten, na gut. Ist ja egal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Flugplan, oder gehen wir den Flugplan einmal durch und dann gehen wir mal raus. So, Kostenex 46 heute. Ja, Postman 109er, Nottingham nach Leipzig, Zero Fuel 127.3 tons. Takeoff weight 143.3 wird estimated, Zero Fuel 136 tons, eigentlich 136 tons. Flight Level 330 erstmal, ich denke, wir können später aber höher gehen. Service Ceiling von dem Ding dürfte Flight Level 400 sein. 1 Stunde 21 das Ganze. Wir haben einen Average Wind Component von plus 38, also 38 Knoten Tail im Schnitt mit dem 253 mit 43 Knoten. Frankfurt ist unser Alternate Contingency für 10 Minuten, sind 900 Kilo. Minimum Takeoff Fuel 14.5. Extra nochmal 15 Minuten sind 1,5 Tonnen. Also man merkt schon, Fuel Burn, Fuel Flow bei dem Ding ist deutlich höher als bei so einem 320 oder sowas. Block Fuel dann 17 Tonnen, da machen wir 17,2 draus und dann passt das wunderbar. Final Reserve und Alternate sind 6,2. Wir erwarten Runway 27, wir haben auch unsere Clearance schon erhalten. Runway 27, Delta Tango Yankee 3 November, in der Tat. Und dann später in Leipzig erwarten wir Landerichtung 26 mit der 26 Left natürlich. Der Landebahn im Süden. Das ist dann die Piste, die auch näher an dem riesigen DHL-Hub-Terminal da ist. Ja, 6 Packs, also 2 Piloten haben wir und dann haben wir scheinbar noch 6 Frachtbegleiter oder irgendwas. 37,3 Cargo und Payload natürlich, Zero Fuel Weight, das Ganze haben wir gerade schon besprochen. Maximum Shear 2 am Top of Climb, die Maximum Off-Route Altitude sind 5700 Fuß, also alles relativ flach, kein Problem. Und ja, Wetter hier in East Midlands ist ja eigentlich relativ gut bisher, so das aussieht. Leipzig, hier haben wir East Midlands 25012, zuletzt Visibility 10, Light Rain, Few Clouds, wobei der Regen auch aufgehört hat. Das Ganze von 19:20 Uhr Zulu, genau, wir sind 9 Stunden hinter reale Uhrzeit. Damit ihr da Bescheid wisst. Ja, QNH9er H2, also durchaus ja, Tiefdruck hier, auch in Deutschland, nicht nur hier in England. Der Forecast sagt uns 27015 Gust 30 ab heute Abend, ab 19 Uhr Zulu. Das ist jetzt ja ungefähr seit einer Dreiviertelstunde. Hey, warte mal, was? 20:16 Uhr Zulu ist das seit einer Stunde 15. Gilt das ja. Also wir können durchaus auch starken Wind jetzt erwarten. Visibility 10 weiterhin, aber scattered mit 800 Broken 35. Und dann temporär heute Abend 6000 Rain und Light Rain and Drizzle, Broken 800, becoming dann noch später, becoming dann wieder etwas ruhiger, 230 at 15 knots. Prop 30, okay, das ist erst morgen, das kann uns egal sein.
Das Wetter zuletzt in Leipzig mit südlichem Wind, das heißt also dann Crosswind für die 26, Visibility 10, Light Rain, Scala 31, Broken 4000, Broken 46, Temperature 8 at Dew Point 7, QNH 9991, also auch da Tiefdruck und temporären Regen. Der Forecast ab heute Abend bis morgen Abend 212, Visibility 10, Broken 2000 mit Tempo heute Abend. Rain becoming dann ab 20 bis 23 Zulu 220 Gust 30, da haben wir dann zwar Gusty Winds, aber immerhin etwas mehr auf der Nase als die 180, die wir hier zuletzt hatten. Und dann Prop 30 morgen früh, beziehungsweise morgen Nachmittag dann Showering Rain, aber das kann uns ja dann auch egal sein. Also wissen wir Bescheid, Sicht ist jetzt kein großes Problem, aber es könnte regnerisch und windig dann durchaus natürlich auch sein. Gut, dann ist der künstliche Horizont schon mal da und das heißt, dass wir das, glaube ich, anmachen können. Ja, genau. Jetzt bleibt es auch an. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Wir können eigentlich Boarding praktisch starten. Weiß nicht, ob du der richtige Ansprechpartner dafür bist, aber ich frag mal. Ich habe einen Gaming-Laptop für den MSFS und um meine Leistung zu erbringen, muss er halt am Akku angeschlossen sein. Und wenn ich den Laptop nicht mehr lade, dann ist die Leistung schlechter. Kann man das irgendwie ausstellen, so dass Leistung immer noch da ist? Auch wenn er nicht, auch wenn er nicht am Akku ist, also wenn er nicht am Ladekabel ist, meinst du? Weiß nicht, du kannst in den Windows Energiesettings kannst du maximale Leistung sonst einstellen. Aber ich glaube, das hat trotzdem immer noch denselben Effekt. Ich glaube, das wird dadurch nicht ausgemerzt. Ja? Also du musst dann wirklich immer, wenn du mit dem Laptop den MSFS spielst praktisch, dann musst du eigentlich, das muss eigentlich immer am Ladekabel sein. Ja? Und wenn nicht, dann ist der halt in einer halben Stunde leer, der Akku. Ja? Das geht dann ratzfatz und das bringt dir dann auch nichts, wenn du nicht am Akku bist. Entschuldigung, wenn du nicht am Ladekabel bist. Ja. Soweit ich weiß. Aber wie gesagt, ich habe keinen Laptop. Ich hatte tatsächlich mal einen Laptop. Ich habe damals angefangen mit dem Laptop. Aber den habe ich auch verkauft. Das ist auch schon ewige Jahre her. Wie, keine Ahnung, 6 Jahre bestimmt schon. Open Cargo Main. Unbedingt, das machen wir. Das finden wir hier bei Ground Equipment. Main Cargo. Door in Transit. Wo fährt er denn lang? Wir haben hier 2 Highloader, wir haben hier noch einen Highloader praktisch. Und wir können ja mal überlegen, was wir hier reinladen wollen. Weight and Balance. Keine Ahnung. Ich finde sonst Postal Freight. 28 Tonnen, 26 Tonnen, Aeroparts, 26. Ah, wir haben tatsächlich auch alle Gewichte. Custom Cargo. From Simbrief, Custom Cargo. Ja, machen wir das. Wir können sonst aber, ich weiß nicht, warte mal. Aeroparts. Und dann Update vom Simbrief. Sind jetzt die Aeroparts trotzdem drin? Ja, Aeroparts sind drin. Und wir haben unser 37,8 Tonnen Payload. Das passt also auch. Wunderbar. Fuel 17 Tonnen. Wir haben aber gerade, wir haben noch 19,6 noch drin. Wir machen hier mal, wie gesagt, 17.200 raus. So, und da würde ich sagen, apply load to aircraft. Und ja, mit Refuelen, komm, können wir jetzt auch schon fertig machen. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Die Pellets werden hier reingeladen. Warum die 2 Highloader hier rumstehen, weiß ich nicht. Ich habe aber auch tatsächlich, fällt mir gerade ein, noch gar kein noch gar kein GSX-Profile für Nottingham und auch gar nicht für Leipzig. Ja, egal. Egal, na gut. Dann sind wir hier erstmal soweit durch. Und dann geht es hiermit weiter, der Cost-Index. Warte mal, jetzt muss ich mal hier eben... Weil man über das EFB leider, glaube ich, nicht den Flightplan anzeigen kann, muss ich das hier mal eben auf meinen zweiten Monitor ziehen. So, Cost-Index 46. Cruising 330 erstmal. Und BCS POSTMAN 109er. Unser Callsign Alternate ist Francoforte. So, next page bitte. Block Fuel 17.2. Zero Fuel Weight war jetzt... Was haben wir hier? Zero Fuel Weight 127.3. Das geht da rein. GPS Primary, wunderbar. Da haben wir unsere Map jetzt auch, genau. Landing Weight später 91.4 Tons. Zero Fuel Weight CG.
29.7. Ja, Optimum Flight Level ist 322 tatsächlich und Cruising auf 330, also das passt dann auch. Nav Accuracy Upgrade. Genau, wir haben ja auch aktuell den Nav-Daten, 28. Dezember bis zum 25. Januar. Das sieht gut aus. Und dann auf der Flight Plan Page können wir unsere SID eintragen. Runway 27 mit der Delta Tango Yankee 3 November. Ich weiß gar nicht, wie die eigentlich heißt. Dettling oder so? Ne, Daventry. Daventry, 3 November. Bis Delta Tango Yankee. Dann Airways. Und dann tragen wir jetzt hier unsere Route ein. Papa 166 bis Banto. Dann geht's weiter. Airways. Papa 155, genau. Bis Sifda. Papa 137 bis Redfa. Und dann direct... ne, der war mein, sorry. Genau. Wo haben wir's? New Waypoint. Aber wir können es auch sonst auf die Discontinuity einfach drauf tippen. Also Redfa. Dann haben wir direct Tacha. Dann haben wir direct Recken, Romeo Kilo November. Das dürfte 6 Grad aus sein und 161 Grad aus, bisschen weit, das ist irgendwo in Asien. Aber ich schaue trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal vorbei eben. Redfa, Tacha, Recken, 1168 ist die Frequenz, genau. Bei 6 Grad aus, ja, das macht Sinn, okay, Recken. Dann geht's direct Norta. Ich habe lange meinen Flugplan so nicht mehr eingetippt. Norta auch bitte bei 9 Grad Ost, oder? In der Tat. Ach verdammt, jetzt habe ich... Ach nö. Tacha, Recken, Norta. So jetzt. Habe ich mich gerade vertippt. Direct to Norta. Und dann geht's weiter. Wo haben wir's? Da haben wir's. Direct to Atmos. Norta, Atmos und dann Tango 959er. Bis Kojak. Da haben wir Kojak und dann erwarten wir die ILS 26 Left mit der Kojak One Victor über Jogger. Genau, wunderbar, perfekt. Okay, dann haben wir's. Dann haben wir unsere Route drin. Flugzeug ist sobald beladen. Die sind schon fertig im Lower Cargo Deck. Und letzter Container wird reingeschoben da. Wunderbar, würde ich sagen, können wir schon mal die APU starten, weil der Refueler ja auch im Prinzip da war. 17,2. Genau, dann machen wir auf der linken Seite die Inner Tank Pump Number 2 an. Und dann können wir hier die APU anwerfen mit dem Master Switch auf On. Und dann einmal auf Start. Und dann fährt sie hoch. Ganz genau. Ja, warte mal, ich muss mal hier eben... Ich glaube, ich muss den Sound mal ein bisschen lauter machen insgesamt. So. Ich glaube, so ist besser, oder? Ich glaube, so ist besser. Gut, aber ich meine, Refueler war da, deswegen können wir eigentlich auch gleich alles anmachen. Die Tür kann wieder dicht gemacht werden. Achso, und genau, wir wollten noch rausgehen und wir müssen noch rausgehen. Die kann zu. Wir müssen noch rausgehen. Wir müssen uns nochmal die Bremsen und die Räder anschauen.
Ein bisschen runterstellen hier. Die Breakaway Indicator Pins müssen wir uns anschauen. Das sind diese netten Pins da. Das ist nicht so einfach mit Tastatur hier. Diese Pins hier, die müssen immer noch zu sehen sein, beziehungsweise maximal auf Höhe dieser metallenen, also dieses Metalls hier sein. Ja, jetzt gucken sie noch weiter raus, das ist wunderbar, das heißt die Bremsen sind noch wunderbar intakt. Ja, das muss man überprüfen, weil das wird tatsächlich auch abgenutzt von diesem Flugzeug. Man kann es auch ausschalten, aber ich meine, wenn man dieses Feature schon hat, warum sollte man es dann ausschalten? Und ich meine, die Räder, müssen wir uns auch anschauen, die werden nämlich auch abgenutzt. Aber die sind hier noch perfectly intact, die sehen hier noch brandneu aus, also alles wunderbar. Selbiges ist natürlich auf der anderen Seite. Die Räder sehen bombastisch aus. Breakware, Indicator Pins, gucken da noch raus. Auf der anderen Seite ebenfalls. Ich glaube, ich habe hier auch die Seite gar nicht angeschaut. Ja, da gucken sie auch noch raus. Und hier, wie gesagt, auch. Ja, wunderbar. Und dann schauen wir uns nochmal das Nose Wheel an. Die Räder hier, die Tires. Die sehen aber auch noch fabelhaft aus. Also, alles wunderbar. Perfekt. Dann haben wir das. Und dann schauen wir mal nach dem Wetter und dann briefen wir mal. Und Performance dann natürlich auch. Also die letzte Meta hier, 24011, Visibility 10, Scatter 37, Temperature 80.7, QNH 983. Es ist kalt und Wolken after departure, deswegen würde ich ruhig mal mit NTIs on rechnen und vielleicht ist die Runway auch immer noch wet von dem Regen, den wir vorhin hatten. Ansonsten 983, der QNH, können wir direkt mal setzen, falsche Seite. Das Ganze wird dann automatisch auf der anderen Seite synchronisiert, genau das hatte ich eingestellt. Und den hier müssen wir auch nochmal einstellen. So, 9083. Lovely. Dann... Ja, geht's eigentlich weiter mit Performance dann als nächstes. Und mit dem Briefing, also Departure. Da, Departure. War es die 3 November? Es war die 3 November, jawohl. Die Daventry 3 November Departure, Chart 10-3 Alpha, effective 15th of June. Transition altitude is 6000. When instructed, contact London Control after takeoff. Report call sensit. Designate a current altitude and clear level. Occasionally, aircraft may be required to communicate with East Midlands radar as instructed by ATC. SILs include noise preferential routings. Expect first CPDLC data link authority to be Echo Golf Tango Tango. Echo Data Link haben wir hier sowieso nicht. Cruising levels will be allocated en route by London Control. Max to 50, below 100 unless otherwise authorized. Die MSA, ja, 2.5 bzw. 2.7, also alles relativ flach. Hast du die Phoenix News gesehen? Ja, habe ich gesehen. Können wir uns im Cruise nochmal anschauen. Genau, wir sind auch dann hier tatsächlich im 2.5er Sektor die ganze Zeit mit der Departure. Den 2700 Sektor, da werden wir gar nicht betreten. Ja, eine Meile Linkskurve 223 bis 6,5 bzw. 7 Meilen. 6,5 die Kurve und bei 7 Meilen between 3 and 90. Also 3090. 158 bis 31 Deadling. Nee, Deadling nicht. Wie heißt er? Daventry. Deadling, ich sag mal Deadling. Between 5500 and 90. Und bei 23 Meilen at Flight Level 90 und dann bis Daventry runter. Warning, do not climb above Flight Level 90 until cleared by ATC. Dann werden wir hier direkt mal 90 setzen. Wir haben ja die Freigabe schon erhalten. So. Tatsächlich, wenn man hier einmal drauf drückt, dann wechselt er zu 100er Schritten. Und wenn man wieder drauf drückt, dann wechselt er wieder zu 1000er Schritten. Das ist eigentlich ganz interessant. So, genau. Dann weiter bis Daventry. Average Track Mileage, 45 Nautical Miles to Daventry VOR. SIDS require minimum climb gradients of 8.7% until 1 DME.
India Echo Mike Echo, then 7.3 until passing 3000 due to ATC purposes. Das, denke ich, sollten wir aber hinkriegen. Das ist kein Thema. India Echo Mike Echo Localizer DME von der 27. NDB ILS DME Runway 27. India Echo Mike Echo, genau, 10935 können wir sonst mal setzen. 35. Mit Inbound Course 268 degrees. So. Können wir das sonst mal anmachen, dann haben wir doch mal eine DB-Indication vom Platz. Ja, dann bei einer Meile die Linkskurve 223 und bei 6 Meilen dann die weitere Linkskurve 158. Das können wir nochmal cross-checken, ob das alles auch so wunderbar aussieht. Die eine Meile und dann die Linkskurve, genau, 223 Grad. 222 ist jetzt hier, aber ist egal. Bis 37 Meilen. Ja, das ist based on Daventry VR, okay. Ja, aber passt aber, denke ich. Between 3000 and 90. 3000 und dann haben wir, geht's bis 31 Meilen dann runter. Da haben wir dann irgendwas, genau, da haben wir gar keine Restriction. Da steht einfach irgendwas, wobei doch. Man meint 5500 or above. Ist aber auch drin, Flight Level 55 steht jetzt hier. Und dann bei Whiskey. Das ist Radial 338 und W Whiskey. Warte mal. 23 Meilen. Ja, okay, das ist dann der hier. Mit Flight Level 90. B23 ist der 23. Buchstabe, deswegen 23 Meilen. Flight Level 90 ist drin. Und dann bis Daventry. Perfekt. Wunderbar. Daventry können wir sonst auch nochmal setzen. Ich weiß nicht, wie ich hier ganz normale VR-Indications bekomme. Ob ich, warte mal, das Ding hier? DME1, DME2. Aber ich kann jetzt hier nichts eindrehen aus irgendeinem Grund. Wenn ich das aber wieder wegmache, kann ich es dann eindrehen? Man kann da wieder draufdrücken. Aber es bringt nichts. Wenn man dann auf VR geht. Und hier auch auf VR. Ja, dann geht das scheinbar. Okay, warte mal. 1164. 1164. Ja. Und 338. Das sind 38 plus 2 sind 58 Grad. Hä? Nee, warte mal, was? 158 Grad, oh mein Gott. Das heißt, wir drehen hier mal 158 ein. So, maybe. Und dann haben wir jetzt hier DME 1. Warum ist das DME 1? Das ist doch nicht die 2, die rechte Seite. Roman 64. Vielleicht findet er das noch nicht, ist ja nicht so schlimm. Aber ich werde hier auf der Seite sowieso mit dem ILS DME erstmal hier hantieren und auf der rechten Seite dann hoffentlich mit Daventry. Jetzt ist er hier bei 17,7, aber es macht auch gar keinen Sinn. Daventry ist ja viel weiter weg. Na okay, wir lassen es trotzdem erstmal so. Im FMS ist es perfekt hinterlegt, das passt alles. APU läuft auch schon, dann kann APU Bleeder auch schon mal angemacht werden. Und dann können wir noch Performance rechnen. Radar ist auch noch online, das ist wunderbar. Runway 27 bitte. Full Length natürlich. Runway machen wir mal wet. Aktuelles Wetter. Mit NTIs on bitte. Force Toga off und dann Calculate.
Flex 55, dann haben wir 156, 156, 167. V2 müssen wir hier oben setzen. Also wenn man jetzt hier mal Takeoff und Approach geht, dann sehen wir hier V2 in Klammern FCU. Wir müssen V2 an der FCU setzen. Ihr seht hier, wenn ich das hier verändere, dann wird das hier auch verändert. Und V2 ist jetzt 167 Knoten. Da steht es dann drin. Dann haben wir V1 156 und VR auch 156. So, dann würde ich sagen, Speed Restriction haben wir nicht, deswegen würde ich dann pre-selected erstmal erstmal Clean Speed mit 228 Knoten. Jetzt kann ich hier drauf drücken und dann kann ich jetzt hier eine andere Geschwindigkeit setzen. In dem Fall 228, weil das unsere Clean Speed ist und wir keine andere Speed Restriction haben auf der SID. Man sieht jetzt hier trotzdem, V2 bleibt unverändert bei 167 und hier dieses Preset leuchtet jetzt. Das heißt, das ist eine andere Geschwindigkeit als das, was dann hier hinterlegt ist. Das ist eigentlich ganz interessant. Da muss man auch erstmal drauf kommen auf dieses System. Hast du eigentlich Toolbar Pushback? Nein, nein, nein. Hatte ich mal, aber habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe halt GSX. So, ne? Und Flex natürlich, Flex 55 Degrees. Jan, moin. Flex gonna be 55 degrees. So, genau, das gibt dann 96,1% N1. Und dann haben wir es erstmal. Dann sind wir soweit ready. 90, Runway Heading können wir sonst noch setzen. 2 irgendwas, warte mal, 268 degrees. Ich könnte jetzt hier wieder drauf drücken und dann resettet der sich zu dem aktuellen Heading. Das ist eigentlich auch ganz cool. Hast du es gehört mit dem A350 in Tokio? Ja, das habe ich gehört. Das ist echt ärgerlich, das ist echt schade. Tragödie, die nicht hätte sein müssen, natürlich. Frohes Neues auch an dich. Vielen Dank. So, Performance haben wir gerechnet und dann können wir hier ruhig mal Checkliste lesen. Before start checklist, cockpit preparations complete. Fuel quantity 7,200 kilos. Takeoff data is set. Landing elevation, müssen wir nochmal schauen. Ne, ich glaube 470 Fuß vor Leipzig, genau. 450 können wir so setzen ungefähr. Altimeters 983 is set. Brake and anti-skid is a norm and on. Windows doors closed. Down to the line. Dann sind wir ready. Dann würde ich sagen, genau, APU ist an, dann kann externe Power ausgemacht werden. Und Ground Equipment, warte mal, was hat er jetzt? Was war das für ein Geräusch? Ich habe Angst. Naja, ich weiß es nicht. Dann kann die Ground Power Unit auch weg. Und dann hier, so. Und dann können wir jetzt... wo ist die Frequenz? 120,025, genau. Ne, Parkbremse nochmal setzen. London to later on a 60 Foxtrot Juliet, flight of late 0 November 1 Romeo. On a 60 Foxtrot Juliet, you picked the correct direction to fly today, climb flight level 160. Tell me that, climb flight level 160 on a 60 Foxtrot Juliet. Also, Delta Tango Yankee 3 November, Initial Altitude Flight level 90, Squawk 7536 natürlich noch, das wäre natürlich noch hilfreich. 7.5. 7536. Delta, hold Delta 7 initially. ATIS, Alpha, no repack required, contact London. Und, also genau, hier in der Clearance steht noch drin ATIS Alpha. Es ist zwar kein ATIS online, aber scheinbar dann doch ATIS Alpha. Ah doch, ja, warte mal, jetzt haben wir eine online. 12268. Temperature +8. 2.7 QNH 983 hectopascal. Bravo. Report your MAC number to London 135.580. East Midlands information. Acknowledge receipt of information. Bravo. Bravo. Time 2020 Zulu. Runway in use 27.
transition level, flight level 80, surface winds 230 degrees, 10 knots, visibility 10 kilometers, Yeah, or 135, more, 580 for the... scattered 2,000 feet, temperature +8, dew point +7, QNH 983 hectopascal. Flight level 170, sorry, I'm just keeping you on your toes as if we weren't doing that anyway. East Midlands information. I think I just sent 5 abreast. Acknowledge receipt of information, Bravo. Okay, Information Bravo. Juliet, route direct Cowley. Redirect Cali, you're on a 60 Foxtrot Juliet. Fully ready to push and start with stand number. 8 is info, aircraft type and current QNH. Wir stehen auf der 111. The guy who's not talking about being sorry for Edinburgh, say again. I do feel sorry for Edinburgh, over. No, not you, the other guy, say again. It's Postman 46 at East Midlands, Alpha 1 holding point 27, fully ready for departure. Postman 426, you are taking the correct direction, runway 27, clear for takeoff, wind 230. Ja, Quatsch, nee, nicht East Midlands, sondern Edinburgh ist irgendwie voll heute aus irgendeinem Grund. Und der Lotse hat auch viel zu tun, deswegen können wir uns jetzt hier auch noch mal ein bisschen gedulden. Speed 180 or less, easy to 0 for Charlie. Oh, scheiße, ich muss meinen Push-to-Talk-Button noch mal ändern. And London, good evening, Postman 109 on the ground, on the ground at East Midlands, position 111, Airbus A300, QNH 983, information Bravo, requesting push and start. The ground control now, so contact East Mid ground 121.905, and I'll speak to you shortly. Okay, yeah, see you later, 121.905. Ja, der kam gerade online 0. Geil. Na, verdammt. Nein? Okay, das ist ätzend, der Klickspot ist kacke. Nee. Jetzt. Alter. East Midlands ground, good evening, Postman 109, position 111, information Bravo, Airbus A300 with QNH 983 hectopascals, ready for push and start. Postman 109, do you have departure clearance? A firm, clearance received by London Control. Postman 109, Roger, thanks. Stand, just squawk 0474 first, please. Sorry, say again that squawk for Postman 109? Squawk 0474. Okay, we'll squawk 0474 Postman 109. And Postman 109, once you've done that, stand 111, you're pushing start is approved, face east. Once we've set the squawk, push and start is approved, face east, Postman 109. 04774. So, dann kann das auch angemacht werden. Push and start approved, face east. Das macht absolut Sinn, das geht die Nase nach links. Continue push back. Nose left, bitte. Ja, hier ist ja sowieso auch Ende, wie man sieht. Ja, Clearance received, das heißt Beacon geht an. Und Brake is released. Warte mal, ich will hier nochmal Airport. Airport, da ist Airport. Ja, alles klar. Und dann geht's weiter mit der Checklist. Below the line. Beacon is on, Parking Brake is now off. Checklist complete und dann können wir Gas geben. Mit dem Engine Start. Ich mache nochmal eben die Musik aus. So. Und dann, ja, AP Bleed ist an. Ignition B machen wir mal ruhig. Ich hatte für den anderen Flug Ignition A. Starting number 2. N2 geht hoch. Und wenn die bei 20 ist, dann können wir Treibstoff dazugeben. 18, 19 und 20. Treibstoff geht rein. DHL A300 on Alpha apparently. To taxi on point Alpha 1 Bei 45% N2 geht das hier wieder aus. Dann geht das Start Valve praktisch dann wieder zu.
43, 44, 45. Da ist es wieder. Und dann können wir die 1 starten. Und jetzt seht ihr auch hier, da ist die Oil Quantity Indication ist jetzt ein bisschen runtergegangen, weil jetzt eben Öl im System ist. 17, 18, 19 und 20. Da geht der Treibstoff rein. EGT N1 is rising. Hier ist N1 wieder decreasing, das heißt Engine is stabilized, genau. Abgastemperatur geht auch wieder runter. Number 2 stabilized. Sorry, could I get the taxi again for Postman 565? Postman 565, taxi straight to Alpha 1, runway 27 via Alpha. Alpha 1. Da ist der Starter auch wieder aus. Brake is set. We have 2 good starts, you may disconnect. So, das sieht wunderbar aus. Dann kann das wieder aus. Und die APU auch wieder aus. Ups. Und Ignition kann aus. Ja, ich komme mir die ganze Gegend juckt, deswegen wackelt er so komisch. Auto Brake auf Max. Thank you. Und dann können wir einmal Slats Flaps 15 setzen. Und unseren Trim nochmal nachschauen. Ist 0, okay. So ungefähr. So passt das. Perfekt. Da läuft er davon. Perfekt. Signal received. Vielen Dank. Dann können wir hier bei Flight Control, schon mal Flight Control Check machen. Left side up. Neutral. Right side up. Neutral. Aft, forward and neutral. Und Rudder left. Das Rudder ist hier immer relativ langsam tatsächlich. Neutral. Und right. Neutral. Hier unten ist aber 0, ganz genau. Status sieht gut aus. Status ist normal. Und Takeoff Config auch ebenfalls normal. After start, pitch trim 0 is set, rudder trim is 0, haben wir gesehen. Spoilers armed. Slats flaps 15, 15. Das hab ich noch vergessen. Das hier noch. Ecam Status is checked, haben wir gerade gemacht. NTIs, Engine NTIs is on, Hand Signal is received. After start complete. Dann kann das erstmal weg und dann brauchen wir jetzt hier unsere Ground Chart. Das geht, denke ich, dann über Foxtrot und Alpha dann ganz runter bis Alpha 1. Should be stand 109er, although I'm honestly not sure if that's correct. Due to your sim reporting. Constraints können wir hier noch anmachen. Jetzt kriegt er erstmal Clearance. Vision 4 Kilo, someone 09 looks right. Yeah, okay. You're clear to Edinburgh ID 22 November departure. Score 0756. Information Bravo is correct to QNH 983 hectopascal. Stationary 3, clear to Edinburgh, trans 2 November departure, squawk 0756, for Vision 4 OBF. Ich habe tatsächlich Wing Views hier bei dem Freighter Aircraft hier tatsächlich, ja. 983 hectopascal, Vision 4 OBF. And Postman 109 requesting taxi. Postman 109 taxi holding point of Alpha 1 runway 27 via Foxtrot and Alpha. Foxtrot and Alpha to Alpha 1 runway 27, Postman 109er. Das geht dann hier links und dann dem Rollweg einfach bis ganz zum Ende folgen. Ist klar. Bremse ist gelöst.
Turn off Midlands und ground Taxi below, Light. Jude out of whiskey, also, Wir rollen sogar schon mit Midlands Idle so Thrust los, also ich brauche gar keinen Schub geben, wir rollen trotzdem los. Bravo. Brakes check, Pressure 0. Vision 2 Delta Whiskey, I'll need to check the MTI, I'm afraid it might be a 20-minute wait, I'm afraid. Okay, we'll hang on for a little bit, so that's fine, we'll await an update. Thanks, Jude. Autobrakes Max, genau. Ich dachte gerade, ich hätte Autobrakes noch nicht selected, aber nee, hier ist die Autobrake. Da ist alles, wo es sein muss. Wir sind ja tatsächlich Postman 109er Heavy. Ja, muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen, dass ich auf einmal Heavy Aircraft bin. Bin ich ja so selten, mache ich ja so selten. Und oversteeren musste man dann hier auch tatsächlich. Weil das Flugzeug ja auch ein bisschen länger ist. Ja, passt alles. Ein Airbus mit einem Yoke, ey, das ist auch was man jetzt nicht jeden Tag sieht, ne? Man hat hier tatsächlich Pitch and Power Gedenkstütze hier. Gedenkstütze? Denkstütze? Memory Device. Achso, und das passt übrigens nicht hier. Das ist aber bekannt. Das ist ganz obvious. Wir sind offensichtlich auf dem Rollweg. Aber hier sind wir daneben. Also ich denke mal, dass das linke Wingtip passt. Aber der ganze Rest nicht. Ah, ist ja egal. Das muss nochmal schauen. Acceleration, Thrust Reduction bei 17. Ja, das ist wieder auf 1500. Das will ich aber nicht. Ich will 1000 haben. 1320 können wir sonst ruhig gleich nochmal eintippen. Und hier schon 32 Knoten schnell. Ja, wirklich. Im Idle Thrust wird das Ding dann auch so schnell. Thrust Reduction. Acceleration. Engine Out können wir meinetwegen auf 1500 lassen. Simo Andi, moin. Before Takeoff checked, das würde ich sagen. Flight Controls checked, Flight Instruments are checked, Briefing is confirmed, V1, VR, V2 Flex. Da haben wir 565667 mit Flex 55. Slats Flaps 1515. Takeoff config is normal for takeoff. Down to the line. Das Ding wird so schnell irgendwann. Wir sind ja jetzt auch nicht ewig schwer. Sind ja jetzt auch, haben noch ein moderates Gewicht mit. Was haben wir hier? 143 Tonnen. Wir landen mit 90 Tonnen Gewicht? Nein, das kann doch nicht sein. Was war das? Ups, oh mein Gott. Hilfe. Was war das für ein... Was hatte ich denn da gesehen auf der Fuel Prediction? Progress, oder? Muss man gleich mal reinschauen. Vision 4 Romeo Kilo. Vision 4 Romeo Kilo, go ahead. Wir haben Total Fuel 16,9 Tonnen. What time you'd be ready to go? If the other Vision's also departing to Edinburgh, I might be able to get you out before the rest of the departures. So you can just transport on the Weiß runway. nicht, aber es macht gar keinen Sinn. Okay, Landing Weight 90 Tons, nee. Das haut nicht hin. Max Takeoff Weight von dem Ding ist übrigens 170,5 Tonnen. Max Landing Weight 140 Tonnen. Break Vision 4, correction 2 Delta Whiskey. I'll get you a clearance now, but it might be a delay in actually departing, so. Okay, no worries, Judo. We're ready for clearance when. Vision 2 Delta Whiskey, you're clear to Edinburgh by the Trent 2. Auf welche Acceleration Height und Reduction Height sollte man im Phoenix hören? Also, ich muss sagen, ich persönlich nutze sowieso immer 1000. Für NEDP2 nutze ich immer 1000 und 1000, für NEDP1 nutze ich dann immer 1000 und 3000. Ja, aber das ist Company-specific, ja. Verschiedene Companies machen das anders. Over to London 120.025, Postman 109, good night. So, wir stehen. Bremse ist gesetzt. Jetzt muss ich wieder hier... Nee, komm, das... Ah. Ich nutze einfach... Und das ist einfacher, wenn ich die Seite nutze. Hier, Monty 0. 025. Yeah, we'll just be starting up on stand because we're blind to pilot anyway. We're going to need to reposition. So we'll just hold the 3 Fox here, return left, take 360 degree. Tax 360 degrees, RW3 Fox Shot here. Seabird 121, report your passing altitude and climb now to flight level 130.
121.5. Wir nutzen jetzt das rechte Funkgerät und nicht mehr das linke. Flight level 300, Globespan 15 Echo. Das macht mehr Sinn jetzt. Get to 150. Weil man da nicht immer gegen die Parkbremse kommt. Seabird 171, when able, route direct Bravo, November, November. It won't be in your flight plan. EC27 Delta Lima, passing altitude, climb now, flight level 80. Passing 2002, climb level 80. 27 Delta Lima, making contact London 135. Ja, der hat viel zu tun, müssen wir uns auch wieder einen kleinen Augenblick gedulden. Ryanair 32 Alpha Romeo, route direct Sibda. Es macht auch absolut noch gar keinen Sinn zu callen, weil er ja vor uns aus Direct muss. Dipta, Ryanair 32 Alpha Romeo. Sibda. Dipta, 32 Alpha Off Romeo. und off. Cargo Blue 3 Fox Sierra, descend to altitude 2,000 feet. 2,000 feet, Cargo Blue 3 Foxtrot, yeah. ED780 Whiskey, contact London 135.580. 135.780, Whiskey, touchdown. Können wir ein paar Screenshots machen hier. Können wir ja die Zeit nutzen, nochmal den Discord ein bisschen füllen. Vor Streambeginn hatte ich noch einen Screenshot gemacht. Cargo Blue 3 Fox Sierra, turn left heading 240 degrees, cleared ILS runway 27. Left 240 degrees, clear for the ILS approach 27, Cargo Blue 3 Foxtrot, Sierra. Ich meine, den A300 beherrsche ich jetzt so mehr oder weniger. Deswegen könnte man dann auch überlegen, ob wir vielleicht irgendwann nochmal A310 Action machen. Globespan 15 Echo, resume navigation, direct Mammal. Direct Mammal, Globespan 15 Echo. Aber für einen Augenblick heißt es einfach zu legen. Flight level 7, 5, flight level 80. Globespan 11 Mike, London, hello, fly heading 330 degrees, climb now. Transition hier ist auf 6000. Fly heading 330, climb now, 320. Seabird 814. Und wir können auch Nach schon mal armen. Flight level 100. Seabird 814, hello, climb now, flight level 340. Flight level 340. Wenn wir nachher dann Startschub setzen, dann kriegen wir hier auch andere Indications. Und Terrain funktioniert noch nicht. Ja, man kann es jetzt zwar auswählen, steht auch Terrain, aber tatsächlich irgendwas bekommen tut man da nicht. Warum er nicht rausgeht, weiß ich auch nicht. Black Sea 151, speed 220 or less, fly heading 300 degrees. Ich glaube, die haben noch ein bisschen Delay, weil die alle nach Edinburgh gehen. Cargo Blue 3, Foxtrot Sierra, clear to land, runway 27, the winds at east mid 230 at 10. Clear to land, runway 27, Cargo Blue 3 Foxtrot Sierra. Control, very good evening, Alpine 5 Tango Alpha with you, 350 flight level, inbound Telber, 38 miles. Alpine 5 Tango Alpha, when ready, descend flight level 290. Ich werde uns einfach When mal ready, gleich descend callen. 290, Alpine 5 Tango Alpha. Max 2 Hotel, report your MAC number. Max 2 Hotel, please repeat the message. Max 2 Hotel, report MAC number. Ja, reporte nicht Mac Number. Max 2 Hotel, report your Mach speed. Oh, we got 20. Roger. Ja, 280 wäre schon schnelles Mach. Macht 280. Skyris 1260 margin Unicom. That's Unicom, Skyris 1260, good job, engineer.
Ich hätte jetzt sonst mal gecallt, aber da kam mir wer zuvor. So, ach ne, Quatsch, hier finde ich das ja gar nicht. Hier finde ich es. Nur im Takeoff ist, ja okay, 14,5. Haben wir noch Puffer. And then good evening, Postman 109, ready in sequence. Sorry, say again? Hold position. Hold position. Under Black Sea 151, can you just confirm my heading for Black Sea 151, 10 left now, heading 270. 270. Okay, ein bisschen weiter hätten wir tatsächlich auch noch rollen können, aber ja, ist okay. Speedbird 171, Morris Unicom, see you later. Runway 27. 4 kilo, descend flight level 110. 110, 5 okay. Speedbird 121, stay firm, climb flight level 210. Close front 11, Mike, resume. Ist ja wie so leise hier draußen, ne? Aber ich habe den Exterior Sound ein bisschen runtergedreht, weil ich den im Flug zu laut fand. Ja, so vielleicht. Bisschen besser. Nur hier kann man nämlich auch Maintenance und alles ausschalten, theoretisch. Wir haben uns ja vorhin die Bremsen und die Räder angeschaut. Hier könnte man das auch einfach disablen. Aber ich hab's auf Realistic. So, dann gleich nochmal die Checkliste lesen und danach brauchen wir hier die Departure. Ich kann hier schon mal raussuchen. Daventry 3 November. Da ist sie. So. Da kommt einer rein, gerade so wie es aussieht. Tatsache. ASL 737. Das ist wirklich jetzt viel Fracht-Action hier. Das ist schon ganz geil eigentlich. Oh, not too bad. Minimum Takeoff Fuel 14,5. Das passt. Wir haben noch 16. Wir haben hier einen Fuel Flow von 200 Kilo, also insgesamt 400 Kilo pro Stunde. Hier steht FU, wahrscheinlich für Fuel Use. Ah ne, hier steht Fuel Flow. Für was steht das FU? Keine Ahnung. Oder für Fuel Unit Kilograms? Kann natürlich sein. Also 1 Meile geradeaus, Linkskurve 223 Grad, glaube ich, war das. Ja. Bis dann den Wegpunkt, wir können es einfach mit nachfolgen. Ansonsten dann bis eben 6,5 Meilen und dann eine Linkskurve wieder auf 158 Grad. Bis Daventry. So, hier rechts ist View A drin. Genau. Cargo Blue 3 Fox Sierra, sinking contact ground 121.905. 121.905, Cargo Blue 3 Fox Sierra, thanks so much. A380, guten Abend auch an dich, schön, dass du da bist. Oh, da geht's jetzt hier weiter. Wir können die Bremse lösen. Guck mal, wir rollen schon. Ich gebe keinen Schub, wir rollen trotzdem schon. Das ist echt interessant. Also die Triebwerke sind durchaus leistungsvoll. Jeremy 652, Roger. Hemel 1 Bravo, arrival descent flight level 220. Heavy 1 Bravo, arrival and descent flight level 220, Jerry 652. Black Sea 151, turn right, heading 050 degrees, descent to altitude 5000 feet. Aber scheinbar, ne? Doch nicht clear for takeoff oder was? 5000, Black Sea 151. Load 115, contact London 135.580. Braucht der A300 auch so lange zum Laden bei dir? Nee, es geht eigentlich. Bei mir ist er zweimal gecrashed. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Das, komm. Können wir die Bremse nochmal setzen? Eigentlich wurde uns gesagt, hold position, das heißt wir dürfen theoretisch gar nicht vorrollen, aber
Ne? Es leuchtet schon ein, es macht schon Sinn, dass wir dann natürlich weiter vorwollen. Also der Stream wird heute sehr, sehr lange. Grund dafür, wir stehen ewig im Holding Point. Oh Mann. Speedbird 814, stop climb flight level 320, cruise at Mach decimal 70. Bei dir braucht er recht lang? Okay. Ne, bei mir es geht eigentlich. Also es ist jetzt nicht so schnell wie der Phoenix, ja, aber der Phoenix rennt dann natürlich auch außerhalb des Simulators. Aber so ewig lang dauert es auch nicht. Ich habe aber auch eine SSD, also der Simulator liegt bei mir auf einer SSD. Die Flieger, der Community-Ordner und alles auch. Yeah, that's approved. Report back. Call you back. Thank you. Ryanair 3 Alpha Romeo, Martin Unicom. See you later. Unicom, Ryanair 3 Alpha Romeo. Cheers. Good night. Speedbird 275, fly heading 3. Ich meine, er war cleared for Takeoff. Cleared for Takeoff 27 und in seinem Zuständigkeitsbereich gibt es nur eine Runway 27. Birmingham gibt es Runway 33, ja. Fly heading 310, Jerry. So, ja, 1533, also es macht keinen Sinn. 1024, fly heading 330 degrees. Oder war es London Loop? Aber nee, da ist ein Approach online. Alpha 5 Tango Alpha, descend flight level 150, level Kidley. Send flight level 150, level Kidley, Alpha 5 Tango Alpha. Können wir das mal mit Wetter anmachen? Tatsächlich kommt da was. Also beim Wetterradar kommt ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass es realistisch gemodelt ist. Und er dann doch ein 2D-Image vom Wetter darstellt. KLM 776, go ahead. KLM 776, stop descend flight level 280. Jetzt gerade gibt es keinen Return, aber vielleicht werden wir nach links drehen. Mal schauen. Taxi 151, turn left heading 330 degrees, descend to altitude 3000 feet. Left 330, descend 3000, taxi 151. KLM 776, I assume you're trying to fly the Elvos 1 Mike there. Ja, die DHL vor mir hätte in der Tat steigen können, weil ich bin auch der Meinung, dass er schon Elvos Takeoff Clearance received hat, aber ich glaube, er traut sich nicht nachzufragen. You really need to fly the star which runs from the end of your flight plan, because this kind of thing causes chaos, especially during a big event like this. Yeah, apologies. We just couldn't find. I couldn't find it on the star page at all. Well, in that case, if you're ever in doubt, please DM a controller, just the nearest one, and they'll probably tell you. Alright, I will do that then. But KLM 776, now you're in my sector, descend to flight level 200. Ja, sonst gleich mal nachfragen einfach, wie Descending lange, to flight level 200. wie viel Delay wir warten können. Close to 111 Mike, next there, climb flight level 320. Scaris 3566, descend flight level 110. Aber ich meine, der geht halt nach East Midlands und East Midlands ist halt ein volles Event, so wie, Quatsch, der geht nach East Midlands, wir stehen gerade in East Midlands, der geht nach Edinburgh und Edinburgh ist halt gerade ein riesiges Event. Deswegen wollen sie die Flugzeuge so ein bisschen zurückhalten, die da hingehen. Aber ist ja kacke für mich jetzt. Hello, when ready, descend flight level 200, level COVID. Ja, ich frag gleich mal nach. Scaris 3566, Martin Unicom. Unicom 3566. Speedbird 275, climb flight level 400. Claim flight level 400, Speedbird 275. Easy 1024, climb flight level 340. 340, easy 1024. Speedbird 275, turn left heading 310 degrees. Turn left heading 310 degrees, Speedbird 275. Jerry 652, resume own navigation direct well in. Resume all navigation direct well in, Jerry 652. Taxi 151, turn left heading 230 degrees, descend to altitude 2000. Er soll auf die Runway beim ersten Exit wieder raus, ja, das wäre natürlich was. Herr Postman 109, how much delay can we expect? That's the question. Postman 565, you on the frequency yet?
Yes. Western 565, excellent. Clear for takeoff runway 27 with 230 degrees 11 knots. Clear for takeoff. POSTMAN 567. So, jetzt aber. 69 Mike, Morning Unicom, see you Ei, later. okay. Yeah, Charlie, give us my bye. Ich glaube, er war schon cleared für Takeoff. Man hat es aber nicht mitgeschnitten. London on 135. Na gut, egal. Wir rollen nach vorne. Taxi Turn of Lights kann erstmal wieder angehen. 776, speed 270 knots or greater. 270 or greater, KLM 776. And they handed you all that have been texture. Wir haben auch für Wet berechnet Performance. Das heißt, wenn es jetzt anfangen sollte zu regnen, wäre das kein Problem. Shanix 213, speed 270 knots or less. KLM 776, contact London on 135.580. Goodbye. London on 135.580, KLM 776. So, dann halten wir erstmal wieder an. Beaver 275, resume navigation, Bremse ist gesetzt. direct Leicester. Resume navigation direct left, Speedbird 275. AD1024, could you please reduce speed by 30 knots? Reduce speed by 30 knots, easy 1024. Thank you, and then on conversion, maintain Mach 70. Then on conversion, continue at 0.7, easy 1024. Alpine 5, Tango Alpha, Unicom, see you later. Over to Unicom, thanks very much. See you later. Alpine 5, thank you. Shanix 213, contact London, 135.580. So, dann geht's hoffentlich gleich los. Yep, it's 135.580. 135.580, Shanix 213. Yankee November Kilo, report your Mach number to London, 135.580. 135.580 is Mach. Ich bin so blöd, den Autopiloten zu checken beim A300. Postman, disregard, break, Black Sea 151, clear land, runway 27. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. 0 degrees 11 knots. Auto Thrust, Altitude Hold, Level Change. Wenn man hier dreht in 1000er Schritten, wenn man nochmal drauf drückt und dann dreht in 100er Schritten. Wenn man wieder drauf drückt, sind es wieder 1000er Schritte. Heading. Wenn du aufs Heading drauf drückst, dann synchronisiert er das mit dem aktuellen Heading. Vertical Speed. Das hier ist praktisch Approach Push Button, ja, also Localizer und Glide Slope. Was das ist, keine Ahnung. Ich glaube einfach Vertical Speed. Ja, Command 1, Command 2 natürlich, Autopiloten. Und Profile. Profile ist praktisch VNAV. Ja, NAV ist LNAV und Profile ist VNAV im Prinzip. Ansonsten kannst du ja gleich beim Start ein bisschen genauer zuschauen. Ich weiß gar nicht, doch, der dürfte dann aber eigentlich bei den Höhen automatisch auf Climb Thrust gehen. Mach mal Lämpchen wieder aus. Resume navigation, direct Leicester, easy 1024. 14.5 tons. Haben wir noch. Behind arriving traffic, Airbus A300 line up 27 await behind Alpha 1, Postman 109. Naja, da ist Traffic und dann geht's gleich los. Hat der Ski hier draußen? Sieht gar nicht so aus. Postman 565, report the heading to London on 135.580. Report heading 135.580. Postman 565. Shamrock 935, Ja, doch jetzt. flight level 150, level at stop hit. Es ist wieder ein 330. Er meinte A300, aber das Model ist wieder ein 330. Aber na gut, wir wissen ja, was gemeint ist. Klick. So, dann würde ich sagen, Lämpchen.
QNH984. Lämpchen, Strobe Lights geht an. Kann die Bremse gelöst werden. Tara, so. Golf Golf Yankee. Und below the line transponder is set. TCAS is TARA, Auto Brake is in der Tat Max. Ignition is off. Genau. Ja, before takeoff checklist complete. Das sieht frei aus, auf dem TCAS ist im Approach auch nichts zu sehen. 84, Golf Uniform Yankee. Golf Uniform Yankee, bring back correct. You've entered controlled airspace, radar control. Report Birmingham in sight. Roger that, report to Birmingham in sight. Golf Uniform Yankee. London Control, good afternoon, Boeing 5 Romeo Alpha, flight level 360, inbound Tango November Tango. Running 5 Romeo Alpha, London Control, hello, reduced to Mach decimal 70, flight heading 040 degrees. Ja, ist okay, Line-Up ist okay. Hätte schlimmer sein können. Please confirm Mach number. Bremse gesetzt. Ja, ein bisschen weiter, aber ja, im Großen und Ganzen ganz okay. Wir haben nicht viel Runway genutzt zum Line-Up, das ist die Hauptsache. Ja, und Localizer, Heading matched. Was ich für den A300 gezahlt habe, ich habe 50 Euro, ich glaube 51,04 € oder so war der Wechselkurs zu Euro dann am Ende. During the day, you have to route up the right-hand side of the corridor because all of the southbounds are coming down the left-hand side, and you'll get in the way. And regardless, unfortunately, that's not really going to impact your arrival time. Unfortunately, delay to Edinburgh is in excess of 1 hour and a half. Anderthalb So there are Stunden. delays of Oha. 1 hour in Edinburgh, is that correct? 1.5 hours. Okay, so Boeing 5 Romeo Alpha, do you know how much delay may we expect on the route for arrival at Edinburgh? 1.5 hours. Boeing 5 Romeo Alpha, okay, copy that. I don't know if we have enough fuel for that. For the moment we're Wahrscheinlich nicht, oder? It might be extremely possible today. Ah, du wohnst in der Schweiz? Okay, ja gut, das ist natürlich was anderes. Okay, yes, Glasgow's available, Newcastle is also available. 40 Franken, ja, das hört sich nach wenig an. Less than 5 minutes. Okay, so for the moment, if everything is good, we're going to continue to Edinburgh, and once in the airspace, we're going to decide if we're continuing to Edinburgh or we divert to Glasgow, because I didn't know that thing was so bad there. Yep, Amsterdam's been launching 1 every 2 minutes and won't stop. Anderthalb Stunden wirklich, Junge, der Arme. Ja, deswegen fliegen wir nicht nach Edinburgh heute, sondern nach Leipzig. Eine Stunde 20 und wir sind immer noch nicht in der Luft. Oh Mann. Wir fliegen auch noch eine Stunde 20. Na gut, ich kann es nicht ändern. London Control Speed 275. Is it possible for a 5-minute step away from the system? Speedbird 275, report your Mach number to London 135.540 and request that from him. Roger, we'll contact London on 135.58 and report the Mach number, and also I'll request that from him. Speedbird 275, thanks. Wer will nach Amsterdam? Ich weiß nicht, ich glaube, der kommt aus Amsterdam. BG829 Romeo, London Control, hello, climb now to flight level 340. Flight level 340, BG829 Romeo, thank you. Cruise at Mach decimal 70. What is to expect? Komm bitte, ich will raus, warum? Na, jetzt geht's wieder. Okay. Na gut. Thank you. Postman 109 is ready for departure. Stopping 230 degrees, 11 knots. And who is that for? Postman 109, clear takeoff 27 with 230 degrees, 11 knots. Cliff Takeoff 27, Postman 109. ED807. So Leute, auf geht's. Run. Stabilized. Und Takeoff. Thrust SRS runway.
Thrust is set now, approximately indications are normal. Wind leicht von links, man merkt ihn auf jeden Fall. 100 knots. Could you repeat the QNH, Golf Uniform Yankee? Golf Uniform Yankee, QNH is 1013, you're clear to leave the Birmingham control zone. Under control, hello, this is for Kilo on the ground at the east bed. It's V1 and rotate. Looking for clearance to reposition runway 27 for takeoff, that's where I'm aligned to the pilot. Division 4 area Kilo, clear to position, runway 27, report ready for the pilot. Positive climb, gear up. Reposition, Nav. Jerry 652, flight heading 270 degrees. Flight heading 270, Jerry. E1024, report your back number to London, 135. Auto thrust, ja, flaps ab. Auf den vorher eingestellten Speed gehen wir dann gleich, genau. Report Mike number 2, London Control, Und let's up. 135.580, easy 1024. 105 Romeo Alpha, resume navigation, direct Tango, November Tango. Direct Tango, November Tango, 105 Romeo Alpha. EG809 Romeo, route direct Tango, November Tango. Tango, November Tango. Jerry 652, descend to altitude 4,000 feet, need Birmingham QNH 908. Profile. Descend altitude 4,908 for QNH. Ja, die Position, die wir haben, ist der Wingtip und nicht das Flugzeug an sich. Interessanterweise. Vision 4 area Kilo, runway 27, clear for takeoff, surface wind 230 degrees, 11 knots. Also Profile Thrust und Profile Climb heißt das praktisch, ja, einfach 23 wäre es Climb und Thrust Climb und Climb, genau so wäre das. Also praktisch alles managed jetzt gerade. Postman 109, report your passing altitude, climb now flight level 130. Climb now 130, passing 6000, Postman 109. Golf Alpha, Golf Uniform Yankee. Climb now 130. Golf Alpha, Golf Uniform Yankee. Und jetzt bin ich praktisch auf Level Change gegangen, weil wir die Restrictions noch drin haben und der meinte, Climb now 130. Radio check. Golf Alpha, Golf Uniform Yankee, radio check. Wir können ruhig auf 250 Golf gehen. Alpha, Golf Uniform Yankee. If it keeps kicking you off because your frame rate is bad, you need to stay logged off because I can't control you if you keep logging on and off. Roger that, I do apologize. I shall try to the frame rate a little bit lower. Golf Uniform Yankee. Golf Uniform Yankee, thank you. Left E Birmingham Und Control, Command. Basic Service. Flight Level 5 or above, ja, das passt auf jeden Fall. Und Flight Level 90 werden wir da auch erreichen, aber wir haben ja sowieso 130. Wir können Standard setzen. Standard now set, passing 9RS7, Level 130 in blue. 135.580, from a kilo, thanks, right? Jerry 652, So, dann kann das aus. 120 degrees. Wir sind über den Wolken, das heißt, DC kann auch aus. Das Gear ist eingefallen, das heißt, das Nose-Light kann aus. Und 10.000 haben wir jetzt sowieso, das heißt, Landing Lights kann auch ausgemacht werden. So, alles aus hier. Und dann haben wir noch die After Takeoff Climb Checklist. Slats flaps retracted, landing gear up in neutral. Yeah, 105 Romeo Alpha. Packs are on. To reconnect. Hier haben wir die grünen Lämpchen, genau. Und Altimeter ist standard set, passing 12 for 13. Yeah, that's fine. Break. Postman 109, route direct to Banto, climb flight level 210. Direct to Banto, climb flight level 240, Postman 109. 210, please. Okay, apologies, 210, direct to Bento, Postman 109. Level change, 210 ist set. Und wir können eigentlich wieder Profile machen, weil wir dann jetzt auch beschleunigen können. Und direct to Bento. Insert.
Nächster Punkt ist dann Bento, 121 Meilen, 100, ach Quatsch. 1,2 nautische Meilen, nee, das macht keinen Sinn, warte mal, was zeigt der denn an? Golf Alpha Golf Uniform Yankee Roger, you have left the Berlin Control Zone, basic service. Ach, jetzt, okay. 42 nautische Meilen. Basic service, Golf Uniform Yankee. Golf Uniform Yankee, thank you. Squawk 03. Ja, hier haben wir ein bisschen... Squawk. Was ist so leise hier drin, Could you ne? repeat the squawk Im Cockpit ist so leise, Golf aber draußen ist relativ laut. Golf Uniform Yankee, Squawk 03. Alles klar, 380, mach's gut. Squawk 0326, Golf Uniform Yankee. Ja, das ist irgendwie kacke. Shuttle 17 Yankee Yellow, descent flight level 200, level Tobin. Flight level 200, Ja, so maybe. 71 Kilo Tango, descent flight level 150, when ready to be level by Cinema. When ready, 150 by Finmo is the 1 Kilo Tango. Line of control, speedbird 9 kilo, level Nö, 310. aber dann sind wir in der Luft. 29 Kilo, hello, when ready. TAT in Icing Range, das ist in der Tat richtig, aber When ready, descend flight level 200, wir sind level by nicht defib, in and can we leave the cockpit for 2 minutes, speedbird 9 kilo. Feuchtigkeit. Approved, report back. Keine Wolken, kein Regen, kein nix. Roger, speedbird 9 kilo. Ja, hier sogar die A300 Wing View. Geil. Jerry 652, descent Oh, was ist das denn? Langsam. Ist die Kamera langsam. Control easy, 363, Quebec stand for 1 miles Birmingham, connection and 4 Airbus C20 ready for push start. Nee, jetzt will er nicht mehr. Oh. Nee, okay, da will er nicht. Da will er nicht. Na gut, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Ja, wer soll denn das lesen? Push start is approved, connection and air 4, easy 363, Quebec. Aber hier wird doch jeder Acker wird hier angezeigt. Echo Golf 07. So, dann landet doch kein A300. Alter. Interesting. Very interesting. Golf Alpha Golf Uniform Yankee Contact London 135.580. Delta Tango Yankee. Contact London 135.580, Golf Uniform Yankee. Revision 2 Euro School for the ready, 27 Eastern. Aber die 21,3 Meilen, denke ich, passen hier jetzt. Das ist das DME2, das ist die rechte Seite, das ist hier Delta Tango Yankee. Daventry. Left heading 300, cleared ILS runway 30, Jerry 65. Postman 109, climb flight level 330, direct Sivda. We climb at 330 direct to Sifter, Postman 109. Das habe ich gerade gesucht. 330 in Blue ist set. Sifter, ich hab erst hier ab Redfar geguckt und habe da Sifter komplett vergessen. Sifter, insert. Reporting Mark number 2, 135.580. Ja, dann kann... Ja, Siebels war gar nicht an. Kann ruhig wieder aus. Report your Mac number to London 135.580. 135.580 Mac number to London. Easy 71 Kilo Tango, direct Bombo. Direct Bombo, 71 Kilo Tango. Ja doch, wir sind in so Schleierwolken, ne?
Deswegen mache ich es doch lieber nochmal an. Shuttle Ne? 17 Yankee. Kleiner descent Schisser flight bin level ich. 150 level by Bin ein Stockbridge. kleiner Schisser, was das angeht. Descent flight level 150 level by Stockbridge, shuttle London 7 yacht. Jerry 652, turn left heading 290 degrees to establish. Left heading to 90 to establish Jerry 65. Postman 1090, yours, even my airspace, marking Unicom 122, that's 180, bye. Unicom 1228, Postman 109, good night. Sorry for the long delay. Yeah, no worries. And 2 Delta Whiskey, Airborne 3004. Division 2 Delta Whiskey, Roger, contact London 135.580. 135, 1228, zack. Und 1215 auf der 1, genau. Ja, okay, wunderbar. Ja, okay, jetzt sind wir hier tatsächlich auch in Wolken drin, also hat sich sogar gelohnt. Aber dass der Flieger im Cockpit zu leise ist. Ah, weiß ich nicht. Sifter ist hier und dann, ja, unsere geplante Route. Leider funktioniert das Terrain, wie gesagt, noch nicht. Aber ich bin mir sicher, das wird Ini dann alles nachliefern. Und auch diesen Bug hier mit dem hier werden sie dann auffixen. Wobei, das ist jetzt eingefroren. Jetzt ist er eingefroren. Aber ist ja auch egal. Wir werden dann Amsterdam wahrscheinlich noch betreten, wo dann noch wer online ist. Aber danach ist dann jetzt auch Feierabend. Ich meine, es ist jetzt auch schon 10:30. Auf einem, was ist denn heute, Dienstag? Ja, ich hatte zwar frei, aber viele andere eben nicht. Ich sehe gerade auf X hat Airbus jetzt auch was dazu geschrieben zu dem Unfall in Tokio. Airbus regrets to confirm that an A350-900 operated by Japan Airlines was involved in an accident during flight Japan Airlines 516 from Sapporo, New Chitose Airport to Haneda International Airport shortly after 1747 local on the 2nd of January 2024. All 367 passengers and 12 crew members on board evacuated the aircraft.
The A350 collided with a Dash-8 aircraft at landing in Haneda. The Japanese authorities have since confirmed that sadly, 5 of the 6 people on board the Dash-8 did not survive. The exact circumstances of the event are still unknown. The aircraft involved in the accident, registered under the number Juliet Alpha 13 X-Ray Juliet, was MSN538, delivered to Japan Airlines from the production line on 10th of November 2021. It was powered by Rolls-Royce Trent XWB engines. In line with International Civil Aviation Organization ICAO Annex 13 recommendations, Airbus will provide technical assistance to the... okay, das ist das französische Transportation Board, die französische Luftaufsicht praktisch, die das investigated. And to the Japan Transport Safety Board, in charge of the investigation. For this purpose, Airbus is presently dispatching a team of specialists to assist the authorities. Further updates will be provided as soon as consolidation information is available and Airbus is authorized to release them. Our concerns and sympathy go to the families, friends and loved ones affected by the accident. Ja. Leider Gottes, aber ja. Schade. Schade, schade. Das Jahr hat so gut angefangen und dann kommt sowas. Muss eigentlich nicht sein. Aber naja, steckt jetzt keiner von uns drin, denke ich mal. Ich muss sagen, von außen ist der A300 eigentlich echt ganz schickes Ding. Das Cockpit zwar ein bisschen altbacken, aber ich meine, man kommt hier auch wunderbar zurecht, denke ich mal, oder? Man kommt hier auch wunderbar zurecht. So, ich meine, wir haben jetzt erstmal nichts zu tun. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, was wir bisher so verpasst haben bei Pascal. Da ist er. Genau, das haben wir schon gesehen. Das haben wir auch schon gesehen gehabt. Dann wäre jetzt das hier als nächstes an der Reihe. Das ist gar kein Thema. Dann werde ich das Video auch direkt mal unten verlinken. Ja, kleiner Blick. Ich hab's gleich. Oh mein Gott, ich vertippe mich hier gerade. So, jetzt aber. Das geht an, das geht in den Kinomodus und dann machen wir das Ganze hier ein bisschen größer. Ich sehe nur gerade noch Ecam Status. Engine NTI ist on und jetzt brauchen wir es aber wirklich nicht mehr. Ah ja, genau, Max, oder? Ja. Genau, das machen wir jetzt. Also, Abfahrt würde ich sagen. My top 5 landings I ever did since I become a commercial airline pilot. And natürlich die Landungen, die er gefilmt hat, denke ich jetzt mal, oder? Those are really special to me. We're gonna dive into them, why they are so special to me. I've got 737 videos here and I've got A330 videos on my laptop. I'm gonna go through them in a second. But the last one is a really special one to me. Or you're gonna find out later why. So, starting off with the first landing, that was Maldives. And that landing, we're gonna step into it and then I'll dive into why that one is so special to me. Aber warum? Ich weiß nicht, warum er hier die Hälfte abgeschnitten hat. You probably already see why that's so special to me. That's... So I'm going to skip towards final approach here. Just going to pause here. That landing is pretty special to me, first of all. That's the first time for me in the Maldives. And isn't like the Maldives like one of...
Der Fliesenleger-Approach. Ja, vielleicht kommt ja noch einer. Werden wir sehen. Those destinations Vielleicht ist everyone ja wants to go ein Fliesenleger-Approach dabei. to once in his life, mostly for Flitterwochen. Honeymoon. Honeymoon, ja, okay. Lol. Ne, ich frage mich auch manchmal, ob YouTube mein Video einfach als Englisch einstuft, als englisches Video, weil so viel Englisch hier drin vorkommt. Ich meine, Luftfahrt, VATSIM ist eigentlich alles auf Englisch. Checklisten auf Englisch, Video von Pascal auf Englisch. Das überlege ich manchmal, ob YouTube das nicht einfach so, ob der Algorithmus komplett confused ist damit, dass hier eigentlich als Sprache Deutsch eingestellt ist, aber so viel Englisch drin vorkommt. Naja. Thank you, Adam. Egal. For your honeymoon, luckily on that flight I was able to take my girlfriend with me, so she's playing a big role, but that's a special landing for me there. And but other than that, it's basically, I think, the most important thing why that landing was so special to me. First of all, it was smooth. You're going to see that one in a second. And but it was the Maldives, and I've never been there. I was pretty new on the long haul, and it was just so special arriving to all those little islands with the bright blue water and everything. That was just marvelous looking at it. And yeah, we're going to continue with the landing here. 300. And the island you see right there, that's the biggest island in the Maldives, so that's Mala there, and pretty small. But yeah, that's why you can see with all those little islands, it's just fantastic. 200. 100. 50, 40, 30, 20, retard. 5. You hear that? Ja, not bad. The cool thing is, if you look at my landings, you can definitely see that I'm coming from a 737, because I always like at the end, because in the 737 you're like, do it. And at the end of every landing, I start to like, come on, come on, let's do it. So yeah, that was the Maldives landing. That's the 5th most important landing to myself. So mainly because it's the Maldives, I had my girlfriend with me, it's a pretty nice destination overall, and it was one of my first flights after my checkout, so that was really special to me. Going to the next one. Well, that's a nice picture of me. You don't see it right now, huh? It's pretty good. Next on the list is one of the airports I was probably most scared of flying there for the first time, because you hear a lot of talking about that airport in the company when you're new, because Windhoek, that's Windhoek, that one, is one of the most difficult airports in our, Wahrscheinlich from our wegen, destination. sorry. Wahrscheinlich wegen Density, Altitude oder so wahrscheinlich, oder? That was my first landing in Windhoek I did there. Unfortunately, I haven't got a camera on me, I just have it out of the window. But anyways, it's a brilliant video to see. And special on that day was, we're gonna come to that right here in the video. First of all, always beautiful sunrises and sunsets in Windhoek, that makes it special as well. So basically, if you're interested, go check out all those videos, we're gonna link them up somewhere and also in the description. The thing is, we normally land on runway 26 in Windhoek, which is an ILS. And on that day, well, obviously my first landing, I was scared anyway. Not scared, but I had respect from it anyways, because I heard so much with the high altitude, density altitude airport and everything. We wanted to do an ILS on runway 26, but the tailwind was above our limit, so we had to do a visual to runway 08. They normally have an on-off there, but that's enough for ages now. So you do... On-off, in-off, perfekt. Dann musst du dann wohl den Visual fliegen, wa? Visual. We arrived... Oder gibt's da noch was anderes? Warte mal. Fox Yankee Whiskey Hotel. Können wir mal schauen. Fox Yankee Whiskey Hotel. Approach. ILS 26, ANAF 26. ANAF 08. Ja, das war's tatsächlich. Mehr gibt's hier nicht zur Auswahl, interestingly. Airport Elevation 5641 feet. Ja, das ist schon sehr, sehr hoch. Das ist schon sehr, sehr hoch und das Symbol ist einfach jetzt stuck forever oder was? Interesting, na gut. Ja, warum auch nicht, ne?
Track shortening inside initial approach fix not permitted. Das ist übrigens unsere Arrival für gleich. Hier können wir schon mal aufmachen, die Karte hier. Gut, schauen wir weiter. Right there, and then ATC told us, yeah, we got to do a visual, and I was like, oh, that's gonna be fun. First landing in Windhoek, doing a visual, and that is the video from that, and that's why it's so special to me, because yeah, that's being part of our job, just being thrown into something new and coping with it, and I love doing that, and especially was really gusty on that A as well. So yeah, let's just look at the at the video. So yeah, we came in over the city of Small Windhoek, it's called, I think, and then we did a left turn onto final. So I'll turn it a little bit down. And you see the runway in distance, and you see how the aircraft pitches up and down and right and left. That was due to the thermic gusts and everything, which was really nice. Thermals. Nice. Landing. What you heard there, like 30-20, and that's typical of Windhoek. If you put out the power too early, you fall from the sky, basically. So luckily I didn't pull it all the way out, and I got it back, and then I needed a touchdown. I'm gonna do that one again. I was so proud of myself after that one. Ah, there it was. Ja, so ruckeln von der Kamera oder so kann man So nicht that was vernehmen. probably one of the smoothest landing I ever did. But that is a bit of cheating, because Windhoek on runway 08 has a downslope of the runway, so it makes it a bit easier to touch down soft. You've got a downslope on the runway, it's also known for flaring really long, because you're staying in the ground effect really long. And coming from the 2.6 there, from the other direction, it's known for having a bit more positive landings. But that makes that landing so special for me. First time Windhoek, couldn't use the ILS. Was thrown into the water and had to deal with a visual on runway 08 with gusty conditions. But kann man das im Englischen so sagen? Ins kalte Wasser geworfen werden? Gibt's das? Yeah, since I nailed it, I can look back at it and. Aber nice landing nonetheless. That made it, I think, one of my best and proudest landings I did so far. Coming to the next one is called the Northern Lights. It's got nothing to do with that, but that video is really special to me because in Germany you call a human like me Heimscheißer. So it's always really nice for me to come home. So basically, yeah, I like flying. Okay. Homebound, and that flight was homebound from Vancouver, where Adam was actually with me, to Frankfurt. Besides that I like coming home, that was one of the most beautiful approaches I did in Frankfurt. I did a lot of approaches in Frankfurt, but there was just something special to it. First of all, it was shortly before Christmas, so family time was ahead, which I really looked forward to. I had Adam with me, so the layover was brilliant. And I came home to, a little town fest where all my friends came there. So basically all the social was meinte Volksfest mäßig oder was? factors for little Pascal were there. Then I had that beautiful approach here, and I nailed the landing with Adam the first time in the back. So that makes that landing pretty damn good on the list up there. So Atera. Oh. Skip. look at it now on the list up there. So we're gonna look at it now. Look at it now. Right there. And then we've just gonna pre-armed but not captured yet. When we capture it, explaining a lot about the ILS there right now. So if you're interested in how an ILS approach works, go check out that video, you're gonna learn something from it. So I'm just gonna fast forward here. But look at that. You see the sky on Frankfurt. You've got that like magenta, blue, purple sky there with the fog laying above Frankfurt. And that just is so stunning. I love it. You've got good views
but you don't see the runway yet because it's in that fog. It's just somehow mysterious. Looking at that makes me want to do it right again. Now you can see the approach lights coming in. That was just a pure vibe, that approach. Ja, mit der Musik. Mal hier ein bisschen leiser machen, so. When I came out to fly, I think Adam said something like to me, what did you say again? When you touched down, there was like an audible ground through the plane because it was so soft. Yeah, that just somehow, I think the landing in Frankfurt, well, it was a landing in Frankfurt, was a really smooth one, but the whole thing around it made it so special to me in that moment. So as you recognize, it's not only the soft landing which makes it a special moment. Mostly it's the things around the landing that makes it more special than other landings. And now we're going to get to the two really, really good ones. And I must say they were on the 737. The next one comes pretty close to that one, but the last one, so the best one of them, that one was really, really special. But yeah, we're going to come back with. Aber wo landet er eigentlich an? Warte mal. Nö, habe ich einfach nicht. Also ich hatte es laufen, aber ich hatte es nicht, ich hatte den Flug nicht an. Ja, geil. Einfach die Hälfte verpasst vom Flug. Oh mein Gott. So, jetzt aber. So, gut, dann starten wir den Flug halt erst über Amsterdam, dann ist das halt so. Ah, good lord. Good lord, goddamn. Na gut, okay. Next. Ja. Startet erst hier. Den ganzen Rest einfach nicht aufgezeichnet. Ah, mein Gott. Na gut, dann ist das so. Egal, egal. This one. Second best landing I ever did. I think I posted on social media like 10 times by now. Probably 5 times on TikTok, 5 times on Instagram, and twice on YouTube or something. Because it is just something so memorable for me. And that is this one right here. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. My first ever out of Europe landing. And I think that's the most important thing why it made it so special to me, because I remember when cruise scheduling gave me that flight, and I had to fly it out of Berlin, not from Frankfurt. So that was a whole vibe with, yeah, I have to travel to Berlin for the first time. I check into the hotel, I've got my rest time, then I go into the night flight, first time through the night. The captain I knew already, he was brilliant. And I remember walking to the grocery store, dude, I've got a night flight, I need those 3 Red Bulls, otherwise I won't make it. So I really bought 3 Red Bulls. And trust me, I was bright awake at 8 AM in the morning still. So that was not maybe the best idea, but I was awake. Ich habe mir mal 2 Red Bulls aufeinander reingezogen und hatte dann noch so ein Herzrasen. Oh mein Gott, wirklich, nee. Seitdem bin ich da vorsichtiger. Junge, Junge. So I got those 3 Red Bulls, went to the plane. We flew to Dubai, night flight. It was pretty rainy leaving Berlin. Then we came into Dubai. And it couldn't get better than this approach. The sun just started to rise during passing through, I don't know, 8,000 to 9,000 feet. And then as you can see here, you've got that, it was at 5:30 in the morning in Germany. Well, 4:30 in the morning in Germany, because it was winter time. And we just turned in, I've got an original voice, over the palm of Dubai. And I was never in Dubai before that. If you fly that approach, first time out of Europe, you see that sunrise right in front of you with that palm. That just kicked in so hard, and that I couldn't stop smiling after landing. I started during the flare with my smiling, and it didn't end it till the end of the night or something. Oh, we know that song by now. It's exactly the same. I think every time I like landing so much, I use that song, because in flight school we Ist derselbe Song einfach, lol. always use that song as like a vibe at night when the sun set and we had a beer in the hands or something. So we always listen to that song.
just, I don't know, maybe I do it like unconscious that I just use that song then, but nevertheless, let's look at the landing. That's not the problem with the buildings, because we landed at DVC, which is not the international airport. DWC. It's more like the cargo airport, because we did a shuttle for Mindshift, with TUI it was. So yeah, I'm gonna skip forward. Ich hab so, es tut mir leid, ich neige dazu, Leute zu korrigieren. Now, I would love to watch the 6 minutes with you, but that's too long, I guess. And it was just morning hours in Dubai. You barely have any wind. It was just such a calm approach. And if you have flown the 737, you know by now, maybe in the simulator a bit, but if you trim that thing out in a calm condition, it just glides down that glide slope, and that's just, oh, I loved it. That was so special. 1,000. And actually my girlfriend was in that flight as well, so that made it special as well. And so yeah, we're coming into land here now, and you can see the emotions in my face any second. I'm going to screw it. Minimums. Yeah. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. You can see my face, like my muscles here. Don't mess it up now. Don't mess it up now. And there it is. I kept that smile till that evening. I remember that one. That was Süß, oder? Das ist doch irgendwie putzig, oder? such an awesome approach with that sunrise and everything. That was just doesn't get much better than that in aviation, I would say, in my opinion. And now, off to the last one. I've barely shown anyone that video, but we're gonna do it now. You may be wondering why I haven't got my uniform on. Well, that is because that is my first ever Base landing Training oder was? Ja. on the 737. So I was freshly type rated, did the simulator landings and everything, but that was the first time they let me out onto the field, and I was able to take controls of the 737-800 here. That's why I'm not wearing a uniform, because in a line training you're not mandatory to wear a uniform, so nobody wore one on that day. And yeah, that's actually a flight school colleague of mine who I did my education with, and he's filming that video from the jump seat, and the training captain is left of me. I was so nervous, so nervous. I did the first takeoff in that video already, and I remember rolling onto the takeoff, onto the runway, and the training captain said like, all right, are you ready? And I said, no, I think I will never be ready for that, but yeah, we do it now. And he said, okay, set takeoff thrust. And I put that in, and the first time, not being a passenger, but hearing those engines spool up, that just does something with you. And I was so into the element in that moment. You forget everything around, because you trained for that moment quite a lot in the simulator and everything. And then I did the first rotation ever. I did the first bank in real life for the first time. 30 degrees of bank, because the captain was awesome. So we directly went to... Also low to the ground und dann gleich 30 Grad Bank, das ist schon, ja, bei gutem Wetter dann natürlich auch, weil ich meine, Base Training, die Runden da, die Platzrunden im Prinzip, fliegt man ja VFA, Visual alles. Ja, also gutes Wetter, also zumindest gute Sicht und höhere Wolken. Und dann low to the ground und dann so eine enge Kurve, ist, das bockt schon sicherlich. Und dann wahrscheinlich dann noch eine Rechtskurve, weil man dann natürlich viel besser in die Kurve schauen kann, weil er ja von rechts fliegt, das Flugzeug logischerweise, ne? The downwind, and then on the downwind we've got like a minute to think about the next thing you got to do, and that is base leg and landing. And that felt a bit weird, and then I was on that and that thing here, in that scene here, I was on final already. Hast du eine Freundin aktuell? Ja, habe ich. We did it, I think it was in Kassel, not quite sure. Oder Kassel-Kalten, wirklich? Karlsruhe, it wasn't Karlsruhe, but... Okay, Karlsruhe macht mehr Sinn, ja, weil Kassel ist dann vielleicht doch ein bisschen zu kurz, die Piste mit 2000 Metern. Reicht an sich fürs Flugzeug, ja, aber mit den Schülern natürlich ein bisschen mehr Margin sollte man da schon haben. Da hat man in Baden 2700, 2800 Meter oder so, oder vielleicht sogar 3000, weiß ich gar nicht. Können wir ja mal nachschauen. Hat man da dann natürlich deutlich mehr Puffer. Was ist der ICAO-Code von Baden-Baden? Ich weiß es nicht mehr.
Jesus Christ. Da muss ich erstmal googeln jetzt. Echo Delta, irgendwas. Echo Delta Kilo Bravo dann wahrscheinlich. Echo Delta Sierra Bravo, oh mein Gott, ja. Karlsruhe, so warte mal, Airport. Ja, 3000 Meter, mit den Thresholds natürlich dann ein bisschen weniger, aber insgesamt dann noch 2000 Meter. 2000 und keine Ahnung, vielleicht sind das 300 Meter, immer noch 2700 Meter, hat man natürlich ein bisschen mehr Margin dann als mit einer reinen 2000er. Na gut, na gut, na gut. Wir gehen wieder zurück zu Leipzig und der Kojak One Victor, die brauchen wir nämlich gleich. Guck mal, Hannover. Meinst du wegen Pistenlänge oder was? Baden-Baden. Ich kann dir nicht sagen, was gegen Liebeskummer hilft. Nee, das ist außerhalb meiner Expertise. And we had a lot of spotters come out because not a lot of 737s land there a day. So we did 6 rounds each person, 6 persons. So we did 36 rounds, traffic patterns. We felt sick after that one, trust me. And spotters came out because they heard the news. Well, TUI is doing landing training there, base training. We should go there. And then we had like 20 or 30 people sitting at that hill back there and taking pictures of us. And so let's look at the landing. Oops. Die Welt vor meinem... Das hilft natürlich nicht, wenn dann noch so, so viele Leute dann rumstehen und dann zugucken. Steigt natürlich der Druck noch mehr, logischerweise. Die 27 rechts ist die Nordbahn, ja. Du kannst ja einfach gucken, wo sie geografisch gesehen, welche Himmelsrichtung da zutrifft. Und die 27 rechts, 00 links ist in der Tat im Norden, ja. Was? And so let's look at the landing. Oops. I was so nervous. And it was quite windy. We had 14 Knoten, oder? Yeah, like 30 degrees of 40 knots, but it was a bit gusty. It's maybe not that windy, but it looked windy. As you can see, I had to work a bit there. And the thing is, if you do line training, base training, you do not use an ILS. You've got no flight directors, nothing. You do it raw. Er ist bei Discover Airlines, ja, das ist richtig. Raw data, and that makes it quite challenging as well. So I came in there, and it's so weird flying towards the ground. No, you gotta put that thing down now, for the first time in your life. You just have your aiming point, you hold it, you hold it, you hold it, you hold it. And as soon as you hit a 50, 30, you flare, 40, and you shift 30, your aiming point to the end of the 20, runway. 10. And then... That was... Oh, not too bad. Not too bad, muss man sagen, für die erste Landung. Absolut wunderbar. One of the softest landing I ever did on a 737. But, well, it was really light. The aircraft was really light, so... Das könnte theoretisch sein, ja. Er ist bei Discover. There was nobody in there except us 6 and barely any catering. So yeah, that was basically the most important landing or the most memorable landing I did in my life. Because it's just so special doing it all for the first time. And there was a lot of first times on that day. And I remember we were rescheduled 3 days. Ja, er hat bei TUI angefangen. Er flog TUI 737. Hat dann während der Corona-Zeit hat er dann zu Discover gewechselt. In a row, we had to travel from Hamburg to Hanover to Cologne back to Hamburg because we didn't get an aircraft ready. Then we had some issues there with weather, so we were postponed for 3 nights in a row. And then that day came up, and everybody nailed their landings, and that was just such a special moment. And it really, I think my mate, whom I was in flight school with that day, bounded us even more
because doing your first landing is, I think, an experience you will never forget. And yeah, that sums up my best 5 landings of my life of being an airline pilot for the past 6 years. I hope you enjoyed today's video. By the way, as said, if you want to check out each and every videos of those, except the last one, I didn't put that one online, go into the description. I've got all the links there. I would really appreciate it if you go check them out. And other than that, I wish you a pleasant day, a pleasant morning, wherever you live. Have a good one. Peace. See you next. Bye. Ja, cooles Video, wie gesagt. Viele gute Eindrücke dabei. Ja, ich hab's mir schon erwartet, dass die erste Landung da, im Base-Training der 737 dann Platz 1 praktisch ist, habe ich schon irgendwie erwartet. Ich meine, das ist auch irgendwie logisch, oder? Das ist so, ne? Ich denke auch mal, also ich selber weiß es natürlich nicht, aber ich denke einfach mal, dass es wirklich sowas ist, was dann auch ein Leben lang in Erinnerung bleibt. So eine Landung oder die erste Landung. Von daher. Ja, aber cooles Video. Ich finde den ja sehr sympathisch, den Pascal. Nettes Kerlchen. Und ja, Jan, er macht in der Tat manchmal Vlogs aus seinem Alltag. Hat da schon einige hochgeladen gehabt. Und es kann gut sein, dass du ihn da erwischt hattest aus New York. Das kann gut sein, ja. Ich denke mal, dass die New York fliegen, oder? Doch, ich glaube. Die machen in der Tat New York. Jo. Wobei, nee, New York nicht mehr. Philadelphia ist dabei. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es mal gemacht. Ich kann es ja aber nicht sagen. Aber das Cover ist ja eher so... Die machen ja dann eher doch Holiday-Flüge mehr. Male ist noch dabei. Port Louis ist weiterhin dabei. Auf Mauritius, genau. Windhoek. Interestingly enough. Zimbabwe auch noch dabei. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Osnabrück Traffic, Delta Foxtrot, Delta Bravo Mike, turning left cross and runway 25. Aber wie Kanaren, das machen sie ja alles mit dem 320. Das auch. Die fliegen ja hier auch kein 330 hin, ne, oder? Ne, ich meine, warum sollten sie auch, ne? Auch normaler geht's mit dem 320. Bari. Ah ne, nevermind, das ist irgendein Bug, keine Ahnung. Ja, und hier halt Dominikanische Republik und den ganzen Kram hier. Aber ich meine, nee, ja, ich meine, dass das Cover, die haben keine Neos. Die haben keine Neos. Condor hat 330 Neo, aber das Cover hat keine 330 Neo. Die haben, ne, oh lol, 3 330-200er, ansonsten 330-300er. Die haben keine Neos. Oh, die ältesten Flugzeuge sogar, oha, 20 Jahre alt. Die Kilo Bravo. Das ist schon ein stolzes Alter. Aber schon mit den LCDs drin, noch nicht die CRTs. Oder, was heißt noch nicht? Nicht mehr die CRTs. Dann doch schon die LCDs. Na gut, aber ist noch nicht umlackiert, so wie es aussieht. Vielleicht meintest du Condor. Na, Condor 330 Neo. Das kann natürlich sein. So, wir sind seit 49 Minuten dabei, seit 50 Minuten sind wir jetzt dabei. Und hier ist, ich habe hier noch kein Standard gesetzt. Na, können wir ja mal machen. 2992. Aber der Luftdruck so niedrig ist, dreht man hier so ewig. So, jetzt aber.
Also, Top of Descent, 13:24 Uhr Zulu. Wo ist die Uhr? Da ist die Uhr. In guten 13 Minuten. Leute, ich habe vorhin, mir ist gerade aufgefallen, ich habe vorhin, als wir ein Line-Up gemacht haben, ja aufs TCAS geschaut, um zu schauen, ob da noch ein Approach ist oder so. Ich habe aber aufs ND geschaut, aber das ist ja kompletter Mist. Das TCAS ist ja hier mit drin im Vertical Speed Indicator. Das TCAS ist ja hier gar nicht. Das habe ich ja komplett verkackt. Ja, komplett an den Flieger habe ich mich noch nicht gewöhnt. Das ist halt ein älteres Ding, ne? Das ist alles ein bisschen more conventional alles. Nehmen wir noch schön die ganzen Steam Gauges hier. Ja. Ein bisschen wird es noch dauern, bis ich mich vollständig an den A300 gewöhnt habe. Aber ich denke, bisher komme ich ganz gut klar mit dem Ding. So, dann würde ich sagen, schauen wir hier nochmal rein und wir können mal ein Arrival planen. Wir können ja schon mal briefen hier. Wir können ja schon mal anfangen, unsere Arrival zu briefen. Das hier ist die Chart 10-2 Charlie mit der Koyak 1 Victor Arrival. Runway 26 left and right. Beziehungsweise bevor wir uns darauf festlegen, können wir nochmal nach dem Wetter schauen. Nicht, dass wir hier vielleicht auch eine andere Piste haben. Und haben wir eigentlich überhaupt schon die After-Takeoff-Checklist? Na, doch haben wir. Oder? Doch, die haben wir. Die haben wir gelesen, ich erinnere mich. Als nächstes dann die Approach-Checklist. Also der Wind jetzt zuletzt in Leipzig 19011. Das wäre dann immer noch 26. Runway 26. Wir nehmen da die 26 left ruhig mit 70 Grad Crosswind. Visibility ist aber weiterhin gut. Light rain, few clouds, 3000 scattered, 37 broken, 48. Temperature 9er, dew point 7er, QNH 9er, 9er, no significant change. Dann, ja, würde ich sagen, können wir ruhig briefen. Wir gehen hier raus. Navigraph, genau. Also, Airport Elevation 470 Feet, das ist hier drin. Wir sind hier bei 450, was wir gesetzt haben. So, genau. Hectopascals, Transition Level ist bei ATC. Bei dem Luftdruck haben wir einen Transition Level von 7.0. Max to 50 below flight level 100 or is by ATC. Not applicable within airspace Charlie. Radar required, ANAV 1 required, ANAV on downwind expect radar vectors to final. Maintain downwind track beyond endpoint if no succeeding instruction is received. Ja, das ist wirklich das Einfachste vom Einfachen hier. Also Koyak 420, 421, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Und alles geradeaus. Wobei hier so ein kleiner Knick drin ist. Hier 0,82 Grad bis 45 und dann 1 Grad weiter nach rechts mit 83 Grad dann bis ganz zum Ende. Ja, aber wir können ruhig schauen. Das war, warte mal, so und Plan. Dass wir uns dann eine Restriction reinsetzen und dann später entspannten Downwind, Base und dann Final fliegen können. So, da ist Koyak und dann 420. 421, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wir können sonst bei 27 schon mal 5000 reinhauen. At altitude, 5000 feet. Return. Wenn wir hier noch die Constraints draufschalten, dann steht das da auch drin. Und dann können wir die 5000 und dann können wir hier direkt Base und dann Final machen. Dann passt das wunderbar. Wir werden fliegen den ILS Approach für die Landebahn 26 links auf der Chart 11-3. Der Localizer ist India Lima Sierra Lima 110.3, Final Approach Course 263 degrees. 1103 und 263 degrees. Bei Taqwa, the mandatory 3000, die Decision Altitude 670 feet. Da können wir hier direkt mal setzen. Weil wir haben kein Minimums-Callout oder so in dem Ding. Ja, deswegen ist es alles noch wirklich analog. Und die Minimum setzen wir jetzt ja auch analog, 670.
Haben wir Glück, dass es glatt ist, weil sonst müsste man hier nämlich runden. Man kann nämlich hier mit dem Bug das Ganze nur auf, ja, 10 Fuß genau, also 700, 690, 680, 670, 60, 50 wäre es, aber wir machen 60, 70, so 670 Fuß, haben wir jetzt hier so einen kleinen Altitude-Bug als Reminder. Man kann es aber trotzdem hier eintragen, interessanterweise, 670 in die MDA theoretisch. Ja. Flaps, ja, wir machen Full Flaps, das heißt Slat 30, Flaps 40. We approach 138 mit Wind Correction 5 Knoten, wir haben sowieso nur Crosswind, das heißt Standard Wind Correction von 5. Geben uns dann einen V Approach von 143 Knoten. Landing Weight 136.9 Tons wird erwartet. 200 Kilo? Nee, das ist nicht ganz richtig. Mal schauen. Warte mal, gibt es hier Fuel Prediction irgendwo? Ich weiß gar nicht. Warte mal, Mode nicht. Nee, Mode nicht. Init? Ja, Init. Fuel Prediction, da haben wir es. Leipzig, Estimated Fuel on Board 9,6. Das sind 400 und 300 macht 700 Kilo, die wir jetzt planen noch zu verbrennen. Das heißt, ja, 700 Kilo gehen hier noch runter, da sind wir bei 136,4 Tonnen. Also nicht ganz das, was hier steht. 136,9, 136,4, ja. Aber es ist reasonable. Es ist alles noch within margins. So, gut, dann geht's hier weiter. Wir kommen über Jogger rein, beziehungsweise Jogger habe ich nochmal als Transition ausgewählt. Oder, naja, nicht als Transition, als Approach war ja. Wir werden dann aber hier vom Norden dann wahrscheinlich dann hier eine Abkürzung machen und dann vom Base Turn dann wahrscheinlich direct Takwa. Takwa, wie gesagt, 3000 Mandatory. Und dann geht's von denen dann mit einem 3 Grad Glide geht's dann runter bis zu unserer Decision Altitude 670 Feet. Parallel independent operations may be in force. Parts of IFA profiles within airspace class Echo. Watch out for VFR traffic unknown to ATC. DME required. Ja, haben wir ja alles. Ja, DME is required für den Missed Approach. Climb on 263 degrees from NDB to 1.8 Lima Lima Delta. Das ist Shkoded South. Und dann eine Linkskurve. Gotham, Radial 0902. Bis 41,5 Meilen Goth. Beziehungsweise 21 Meilen Leck. Beziehungsweise 28,4 Delta Romeo November. Ja, hier unten ist auch schon Dresden tatsächlich. Genau, und dann geht's mit einer Linkskurve. Radial 308 Dresden outbound bis 36,9 Dresden bzw. 14,7 Leck. Und dann bis Jogger. Climbing to 5000 Feet. Und dann könnte man theoretisch da einen neuen Approach starten. Ja, ganz genau, so viel dazu. Also Lima Lima Delta und Leck könnte man irgendwie tunen. Warte mal, was haben wir denn so? 11585. Boah, jetzt kann man hier wieder nicht sein. Also wirklich, ich raff das nicht mit diesem, dass man hier auf UR gehen muss. Jetzt kann ich. Ja, jetzt, genau. Warte mal, 11585. So. Jetzt hat er auch 76, 77 Meilen. Das passt also. Wenn man dann jetzt kann man hier auf Arc. Ne, warte mal. Doch auf Arc. Dann wäre es jetzt aber. Ja, dann müssen wir jetzt. Also wir sind gerade auf dem. Also wir sind gerade 103 inbound bis zum Lima Echo Golf UR. Ja, aber nee, das ist ja Mist. Wir müssen ja... Wobei, nee, wir brauchen das eigentlich nicht. Was brauchen wir? Shkoded South brauchen wir auf jeden Fall. Und gut. Das brauchen wir erstmal. 11525. So, und dann 0902 erstmal. Können wir hier direkt setzen. Rose? Test, ne, Test nicht. Map.
Weil wenn ich dann jetzt hier aufs ILS wechseln möchte, dann verschwindet es ja wieder. So. Und dann ist weg. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Wahrscheinlich... Ah! Ich bin das vom 320 gewohnt. Der hat ja separate... ILS-Receiver. Der hat ja 2 NAV-Receiver. Und dann hat er ja zusätzlich einen ILS-Receiver. Das hat ja der A300 gar nicht. Der hat ja nur 2, so wie das aussieht. Wir können jetzt auch mal ruhig sinken. Wenn wir hier erstmal auf 200 gehen und dann können wir ruhig auf Profile drücken. Und jetzt sind wir hier im Profile Descent mit Retard. Swinglight ist noch an. Das kann auch ruhig aus. Na gut. So, warte mal. Wo haben wir die Restriction drin? Ja, das ist halt, das macht da gar keinen Sinn. Also Wiener von dem Ding ist nicht so advanced. Delta Papa 427, warte mal, ne, so. Muss man auch ein bisschen rechnen. So 50 Meilen haben wir noch. Also, wir sind auf 280, wir wollen auf 5000 sein. Das heißt 280 minus 5000 ist schon mal 230. Das Ganze mal 3 sind 6, sind 69 Meilen. Wir haben noch 50 Meilen. Ja, das passt da schon wieder nicht. Das heißt irgendwie, Wiener Profile technisch ist das eine andere Liga hier. Mit dem Ding alles nicht so, wie man das sonst gewohnt ist. Mit Wiener. Ich weiß nicht, vielleicht, jetzt gibt da... Also das Profile ist ja schon komplett off eigentlich. TAT in Icing Range, alles klar. So, schauen wir uns noch kurz den Boden an. Wir landen hier auf der 26 Left und dann vacaten wir mit Autobrakes Medium, denke ich, erwischen wir Sierra 4. Und dann geht's über Victor dann runter zu einem Stand da. Warte mal, Autobrakes Medium machen wir direkt mal an. Ich weiß gar nicht, wo die Real Life geparkt haben. Ach ja, können wir da ja auch hinrollen auf die 477. Das ist ja kein Thema. Ja, dann rollen wir da auch hin. Oh, wo sind denn die aufgesetzt? Alter, guckt euch das mal an hier. Da ist er hier, wahrscheinlich hier ganz am Ende aufgesetzt und dann hier direkt den ersten Exit genommen. Ey, das ist ja crazy. Verrückt. Message, more drag. Alles klar. Ach, jetzt ist er über dem Profile auf einmal. Ja, okay. Interesting. Jetzt gibt er hier richtig Gas. More drag wird hier auch annonciert, aber ja, ist Speed Target, der ist so hochgegangen mit dem Speed irgendwie. Jetzt kriegt er nicht mehr rein. Mal hier Speedbrakes maximal aufklappen hier. Bin hier gespannt, ob das hinhaut. Jetzt rauschen wir hier mit 4000 Fuß die Minute zu Boden. Mit 4500 sogar. Leipzig traffic, Postman 109 Airbus A300 on the Koyak 1 Victor, flight level 200. That's a very long right-hand downwind, landing runway 26 in approximately 10 minutes, Leipzig.
So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt hat er Geschwindigkeit wieder drin. Jetzt dreht er mit den Motoren hoch, oder was? Naja, das ist ja Mist. Das ist ja Quatsch. Pi alt. Oh mein Gott, wir haben die Höhe erreicht. Deswegen. Mein Fehler, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir können direkt auf 5000 gehen und mal 990 setzen. So viel drehen hier. Na, 0. Selbiges hier natürlich. Ja, jetzt geht er wieder hoch mit dem Speed. Also Sinkflug mit dem Ding ist nicht so einfach. 18. Bis Delta Papa haben wir noch 24 Mal. Warte mal, 18 minus 5, das sind noch 13. Das sind 30. 39. Wir haben noch 23. Ah. Wird knapp, denke ich mal. Aber jetzt dreht er jetzt hoch wieder. Sonst machen wir einfach den hier rein. Ist gar kein Thema. Und Engine NTI ist on, bitte. Seatbelts kann jetzt auch ruhig an. Ja, war schon. Aber die 5000 plant er dann doch. Okay, mit der Descent mit 4000 Fuß packen wir das hier, wie es aussieht. Na gut. Also, dann können wir mal Checkliste lesen. Approach Checklist. Signs are set. Briefing is confirmed. Ecam status is checked soweit. Können wir hier nochmal reinschauen. Jo. Ultimate is 9990 is set. Minimum 670 feet is set. Ignition is off. Landing elevation 470 feet, 450 feet is set. The project is complete. Wir müssen ja theoretisch erst mit der Geschwindigkeit runtergehen. Speed Brake ist auch hier annonciert. Das heißt Lämpchen. Ich weiß gar nicht, ob die Turn-off-Lights außen angebracht sind. Ja doch, warte mal, die Landing Lights sind da. Die Turn-off-Lights? Wobei, nee, nevermind, die sind doch drin. Dann könnt ihr noch rausbleiben. Ja, die 5000 werden wir hier nicht mehr erreichen. Tatsächlich ist das WINAF egal, was wir dann da eingeben. Das ist einfach nur als Gedächtnisstütze, so wie das aussieht. Es sei denn, man gibt vielleicht... At or below oder sowas vielleicht? Ich habe keine Ahnung. That's traffic, Postman 5546, pushing back, stand 451 right. Orange line, Leipzig traffic. Leipzig traffic, Postman 116 established on the localizer of runway 26 left, Leipzig traffic. Leipzig traffic, Postman 61 Whiskey von den Glock Seaboard Victor arrival for runway 26 Leipzig traffic. The guy established on 26 left, how far are you out?
About 20 miles. Roger. Dann ist er ja noch ein bisschen weiter weg. Ja, mal gucken. Jogger. Warte mal. Approach, ILS. Wo haben wir es? Da haben wir es. Das ist aber bei Jogger gerade ungefähr. Okay, na gut, dann machen wir mal ein bisschen langsamer. So. Can you report once you're overhead, Jogger? Oh, I already passed Jogger. Okay, thank you. Dann können wir gleich dann bis Jogger gehen. So, Speedbrake können wir wieder einpacken. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann machen wir 49 und dann machen wir dann bis Jogger. So machen wir. Oh, warte mal. Das geht weg. Ah, mein Gott. Jetzt, hör, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich habe alles gelöscht gerade. Jogger, Insert. Nav. Now 15 miles. Roger. Alert traffic, Postman 109er now turning right hand to base towards Jogger. Currently 3000 feet, Leipzig. Ja, hätte ich das gewusst, dass hier noch so viel Verkehr ist an dem späten Abend hier, hätte ich natürlich noch ein bisschen langsamer gemacht. Mal hier Green Dot buggen, so. Da ist noch irgendein World... ne, da ist noch ein Postman. A300, A330 ist der 116er. Wir sind auch ein A300. Es kommt noch so viel nach Leipzig gerade, ist ja so lustig, wirklich. Leipzig sonst tot. Aber jetzt ist hier richtig Hütte voll, wirklich. Es ist so lustig. Kommen gleich noch mit 737 ASL nach Hannover. Nee, nein, nein. Ich muss noch ein bisschen lernen heute Abend. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, ich werde mit LNAV intercepten. Traffic turning right base to Jogger. Can you confirm your speed for me? Currently maintaining 220 knots. Thank you very much. We can speed up a tad if that's helpful for you. No, I want to slow down anyway, so everything fine. Roger. So, 2 Meilen und dann geht es jetzt hier nach rechts. Dann können wir hier einmal Land aktivieren. Glide Slope Low Glider Blue, Cat 2. Warum immer da Cat 2 annonciert wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gut, jetzt sind wir aber sowieso schon tiefer, ne? Jogger eigentlich 5000, aber ich meine, wir sind ja vorher sogar sowieso runtergegangen, weil ich dachte, dass wir abkürzen können, aber nein. Dem war nicht so. Na gut, dann ist das so. Lockstar. Leipzig traffic, Postman 109 now overhead Jogger, maintaining 3000 feet, speed 220. Leipzig traffic Postman 116 now 5 miles, final runway 26 left. Ja, dann ist ja alles gut, dann können wir mal so vielleicht noch ein bisschen machen. 5 miles ist der. Ah, da ist einer auf dem Ticker jetzt. Kollege hinter uns. Das ist eine 6 Meilen Range, die wir hier haben, also gute 5 Meilen. Ja, so 8 o'clock ungefähr, 7, 8 o'clock. Von uns aus gesehen natürlich. Ja, zu sehen ist nichts. Alles grau hier. Also diese Vertical Deviation macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Das ist ja irgendwie kompletter Mist. Und keine Ahnung, Weather Radar kann eigentlich auch aus oder kann so vielleicht plus 1,5 Tilt.
Jetzt geht die VATSIM runter. Interessant, na gut, ja. Leipzig Traffic Postman 116 short final runway 26 left. Für was stehen diese Striche, CB auf der Mitte? Das steht dafür, dass die Höhe der Wolken nicht gemessen werden konnte. Ja, also das CB für Cumulonimbus. Das heißt also, es wurde festgestellt, dass da Cumulonimbus-Wolken sind, aber die Höhe dieser Wolken konnte nicht gemessen werden. So, Takor liegt bei 8,7. Wir sind jetzt gleich bei so 12 ungefähr. Können wir schon mal Slats 15 machen. Der Gleisloop ist auch alive. Das Wetterradar geht mir auf den Sack. So. Gleich viel angenehmer. Miss Approach initially. Ja, gibt kein initially. Miss Approach ist 5000. Und dann können wir hier ein bisschen langsamer machen. War S-Speed. Der ist da hinter uns. Glide da. This approach 5000. Leipzig traffic post main 109er. Now established 26 left, maintaining 200 and reducing accordingly. Leipzig. Leipzig traffic confirm Leipzig traffic. And postman 109er is now overhead TACO that is equal to about 9 miles. Landing as well, 26 left, how many miles you out? A 109er currently overhead TACO that is equal to 9 miles. Alright, then I need to slow down. Flaps 15. I'll try to keep the speed a little bit longer high. Na, I will do. Leipzig traffic 5 Meilen jetzt, ja, wir sind schon relativ. Position 427 via Tango and Victor. Machen wir mal, warte mal, 205 Knoten, die haben wir, dann machen wir Flaps 20 und Gear Down. Wir wollen dann gleich 142 haben. Das machen wir alles an. Das können wir armen. Correction, taxiing position 426, postman 106. Bei 175 dann gleich Flaps Full und dann... Da ist Landing Checklist und Flaps Full. 116. Go ahead. Reicht eine Cut 1 aus oder ist eine Cut 2 empfehlenswert? Cut 1 reicht. Watch out, dankeschön. Der Cut 1 reicht in der Tat, ja. Runway is inside landing checklist. Landing gear is down. Auto brake is medium. Anti-skid is checked. Let's flaps 30 and 40. Traffic 61 Whiskey is out, 6 miles to 6 left. Spoilers armed. Aber noch bewegt er sich, glaube ich, so jetzt aber. Speed brake. Passt. And postman 109er, short final now, 26 left. Ja, disconnecting. Ich habe so schnell gedrückt, deswegen kam da gar kein Sound dran. Slightly right there, correcting.
Man merkt, der Wind von links ist präsent. 100. 50. 40. 30. And how far out is the traffic on Leipzig? Leipzig traffic. For me, for my. There we are. Reverse. Roger, and is there Idle reverse. behind me for a month time? Yeah, I guess so. I see him at the kiss. Ah, no, not. Warum auch mal die Bremse schon direkt ausgegangen ist. Ich weiß nicht, was da los war. Ich würde hier ganz gerne raus. Roger, Postman 556 will line 60 up behind knots. the next landing traffic then, Leipzig traffic. So, es hat doch wunderbar funktioniert hier. Leute, willkommen in Leipzig. Postman 5546 will line up behind the next landing aircraft, Leipzig traffic. Yes, would be very nice. I'm now out 3 miles short, but be very fast. Runway is vacated. So, dann haben wir es geschafft, Leute, willkommen. Ja, Landung war alright. Alright war das. Ich weiß noch nicht, warum die Bremsen direkt ausgegangen sind. Ich weiß nicht, was da die Sache war. Aber na gut. Ist halt so. Was hier bei Speedbrake geht, weiß ich auch nicht. Ja, okay, alles klar. Bei dem geht's ab. Alter, das geht mir so auf den Sack. Was ist das denn? So, jetzt aber. Radio Altimeter Stimme, ja, ist in der Tat, das ist so legendär, diese Stimme ist so lustig. Die hatten ja die ersten 320er, oder die älteren 320er hatten ja auch noch diese Stimme tatsächlich. Das war schon wild. So, das kann wieder ausgehen. Dann können wir APU anwerfen. Flaps können natürlich wieder rein. Und Transponder kann auf Transponder. After landing, slats flaps retracted. Transponder ist ja, set to Transponder tatsächlich. Brake fan, brakes hot. When the radar is off, spoiled, disarmed, APU started. After landing, checklist. Mal schauen, ob da einer ist. Nee. Und wir rollen jetzt zur, wo wollen wir hin? 447? Ich meine, oder? Ne, 477. Alles klar. Kann man das hier auswählen? Zero Parking. Ja. Sieht gut aus. Ich habe wie gesagt noch kein Profile installiert, das habe ich komplett vergessen. Runway 267 is clear again. Vacated near for Leipzig traffic. DHL natürlich. That's the traffic postman 167 on a 6-mile final runway 2. Leipzig traffic, postman 109 on Victor now, taxiing to 477. Die werden alle als 330 angezeigt, auch wenn es 300er sind aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Da müssen wir dann, glaube ich, rein, oder? Oder noch einen weiter? Zulu 4.1 müssen wir rein. Ist das hier? Oh ja, da müssen wir rein. Mal bremsen. Ich weiß gar nicht, ob wir die... Doch, 52 Meter. Da können wir theoretisch sogar die orange Linie nehmen. Das dürfte passen, ja, dies passt. Und dann machen wir hier Winglight is off, Taxi turn flight off. Traffic Lufthansa Cargo 9 Kilo Alpha, taxiing via Tango towards runway 26 left.
Die Traffic, die Waffen 650 technique. Oh, das ist ja so ein schlechtes Parking hier gerade. Via Victor and Zulu 1, correct, Zulu 3 Blue Line. Das ist ja so ein schlechtes Parking hier, Hilfe. Ja, noch irgendwie ein bisschen gerettet, aber na gut. Hätte deutlich besser laufen können. Brake is set, APU is available. Das heißt also, aus und aus. Weiß man eigentlich, welche 777 PMDG genau macht? 200er, 300er, LRF oder irgendwas? Nee, weiß man nicht. Man kann es nur vermuten. Ich denke aber mal, dass das PMDG wieder so macht wie damals bei FS6 und alles und P3D. Mit der 200er LR, 200er ER und 200er Freighter als erstes und dass dann die 300er ER als Extension, dass man die dann noch kaufen kann dazu. Ich denke mal, dass sie das wieder so machen werden. APU Bleed ist on. Beacon ist aus. Fuel Pumps. Die Pump bleibt an wegen der APU. Seatbelts kann aus. Er kann theoretisch Probe Window Heat noch raus. Der Rest passt eigentlich soweit erstmal. Und ja, Ground Control natürlich wieder an. Das aus, das disarmt alles, idle und ab und sonst was. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es. Nach 1,5 Stunden. Bisschen weniger. Schöne Landung. Danke für alles und bye. Ja, vielen Dank natürlich auch, dass du dabei warst und mach's gut, Maxel. Auf Wiedersehen. So, dann stehen wir jetzt hier. Dann können wir Deboarding machen. Open Cargo Main, das machen wir gerne. Ground Equipment, geht die Main einmal offen. Geht die Main einmal auf natürlich. Da ist noch eine Lufthansa Cargo MD-11, ist natürlich auch ganz geil. Ja, Parking hätte besser sein können, aber muss man ja nicht so drauf achten, ne? So, dann disconnecte ich mich. Und an der Stelle würde ich jetzt auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, ne?